So, dann ist glaub besser. Ist glaub besser. Natürlich das Licht oben, natürlich mega hart. Richtig schön. Gibt richtig schön Power, aber ja. Bisschen zu viel Power vielleicht. Ach, warum ist eigentlich da? Ja, wo ist die Elke? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht beantworten, aber die kommt vielleicht noch. Chat sieht man alles perfekt, wunderbar. So muss das sein. Mutti. Ja, morgen wäre das dann auch so um 19 Uhr. Das ist ja immer so meine Zeit. Ich muss dann einfach mal schauen, wie das funktioniert. Natürlich erstmal hier zum Bildchen. Ist ja klar. Zum Wohle. Ja, dass jeder kann, ist eh immer. Kann eh nicht immer jeder. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Aber hey. Was soll's. Genau, ich werde nämlich hier den schönen Freddy werden wir heute machen. Und zwar, ich muss hier noch mal ein bisschen alles herumschieben hier. Alles durcheinander. Machen wir den hier. Und ich mache den einfach mal farbig, weil ich Bock drauf habe. Arbeite mal wieder mit deckenden Tönen. Und zwar machen wir den hier grün-rot, grün-rot. Und dann hier das ein bisschen braun und den Hut natürlich. Und dann wird das schon passen. Und genau, das werden wir heute einfach machen. Wir machen das natürlich, nehmen wir uns dafür die Airbrush Color Fuse, weil nur die habe ich da als deckende Töne. Nehmen wir uns natürlich ein schönes Grün. Das ist natürlich ein bisschen Hardcore-Grün. Da werden wir noch ein bisschen mit Rot reingehen, ein paar Tropfen, dann machen wir das ein bisschen dreckiger und dunkler. Und nehme ich am besten auch gleich das Blutrot. Oh, ich habe eine Kugel vergessen. Das ist ein Käse, hey. Alle gemacht, nur die nicht. Da muss ich nochmal Angler spielen. Nehmen wir natürlich hier noch schön das Blutrote. Das Blutrot nehmen wir nachher einfach pur. Das hat eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Farbe. Machen wir hier schön die dunklen Sachen Blutrot. Und mit dem Grün, beziehungsweise mit unserem Grün-Rot-Mix machen wir dann schön das hier. Damit das ein bisschen dreckiger wird, ein bisschen dünkler, nicht so grasgrün ist, weil das ist nicht seine T-Shirt-Farbe. Normalerweise müsste ich ja wahrscheinlich noch ein bisschen ockerbraun vielleicht. Das nehmen wir nachher vielleicht eh noch für den Handschuh. Und mischen da vielleicht noch ein bisschen was anderes dazu. Hier vielleicht noch so ein Ton hier. Ein bisschen was von dem Honiggelb. Ja, da kann ich mit dem Grünstich in Blau reingehen. Ja, Abendhorst. Schön, dass du da bist. Genau, das machen wir eigentlich. Wir machen den eigentlich heute so ein bisschen. Da kann man natürlich wieder üben. Da könnt ihr da draußen auch wieder üben. Und zwar, wie man mit der Gun umgeht, ein bisschen mit den Farben mal ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen spielen. Einfach mit den deckenden Tönen mal hier ein bisschen gegeneinander schaffen und ein bisschen gucken, wie die sich so verhalten. Könnt ihr natürlich bei dem perfekt mit Grün-Rot arbeiten, könnt das immer gegenseitig abdunkeln und abmischen. Und dann könnt ihr da auch mal ein bisschen rumexperimentieren. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Und der Rest ist ja eigentlich relativ dunkel. Da schauen wir einfach mal, wie wir das machen, mit welchen Tönen. Aber da fällt mir sicher noch irgendwas ein. Und ansonsten nehmen wir halt dafür einfach schwarz. Das ist ja wurscht. Und dann gucken wir einfach mal. Muss ich hier, mein Farbregal ist natürlich genau dahinter. Da muss ich gerade mal ums Eck linsen. Naja, das wird schon hinhauen. Der Horsti. Jetzt zoome ich mal ein bisschen an. So. So. Das ist doch gut. Die Kamera geht langsam zurück. Ja, der scheiß Nightbot ist aber, den habe ich eigentlich auf eine halbe Stunde eingestellt, dass der sich dann meldet, aber der meldet sich irgendwie ein bisschen früher. Ist ein bisschen nervig. Muss ich auf jeden Fall nochmal korrigieren. Der sollte eigentlich nicht so oft getriggert werden. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt so oft kommt. Naja, Spielereien, mit denen ich mich dann mal beschäftige. Morgen oder so. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar nehmen wir das Blutrot. Ich probiere es mal kurz pur aus.
Und schau mal, wie das aussieht auf dem dunklen Bereich. Vielleicht müssen wir da schon gar nichts machen. Schauen wir einfach mal kurz Testpapier. Hier haben wir das Testpapier. Sehen wir, es hat eine ganz angenehme Farbe. Vielleicht machen wir noch einen Tropfen rein, damit das ein bisschen dünkler wird. Und dann schauen wir einfach mal, wie das so kommt. Da. Kleine Cam hängt schon wieder. Das ist scheiße, weil die hingen heute Morgen auch einfach und ich weiß gar nicht warum. Muss ich jetzt nochmal schnell rumvorwerken, aber das war vorhin schon sehr ärgerlich, vor allem, weil ich die Scheiße dann ewig lang nicht hinbekommen habe. Ich weiß gar nicht, warum die sich immer aufhängt. Dumme Sau. Aber schaue ich gleich mal danach. Ja, so einen wirklich krassen Unterschied sehe ich jetzt nicht. Ja, jetzt kommt es langsam, glaube ich. Okay. Schauen wir mal schnell nach der Cam. Ich guck mal fix, was die Cam so hat. Kleine Cam. Ja, die ist es. Das ist natürlich doof, wenn die gar nicht will. Okidoki. Muss ich nochmal was anderes probieren. Das ist immer ärgerlich. Extra alles gemacht und dann trotzdem so ein Käse. Oh, das nervt mich jetzt. Da muss ich kurz mal schauen. Ich wechsle mal auf die andere Szene, gucken, ob es da auch hängt. Jawohl, da hängt es natürlich auch noch rum. Ist natürlich cool. Das ärgert mich. Das muss ich jetzt kurz machen. Da bin ich kurz hier dran. Muss ich das mal kurz hier rüberziehen auf den anderen PC, damit die das auch besser machen kann. Aber vorhin hat eigentlich gar nicht viel geholfen. Das war ziemlich Käse. Und zwar, die Aufnahme geht weg mit dir. Ja, weg mit dir. Kleine Cam. So. Ach, das nervt mich jetzt. Jetzt zeigt er mir einfach nichts an. Warum? Warum, du Scheiß? Ich muss es ja einmal kurz rauszupfeln und wieder ranzupfeln. Ganz toll. Ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit. Das ist echt nervig. Hoppala. Jetzt mal ja nur Bildschirm aus. Also jetzt läuft's. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Dann ist das hier. Muss der Papi jetzt einmal gucken. Oh, warum das nicht funktioniert. Da funktioniert das doch. Mensch, du Scheißdreck. Dass hier in einem laufenden Ding hier herumfummeln, das liebe ich ja. So. Erstmal wechseln wir mal schnell zur anderen Szene, dann muss ich das auch noch mal schnell umändern. Jawohl, legen wir das einfach drüber. Arschlecken. Drauf geschießen. Funktionuckelt. Herzlich willkommen. Nicht jetzt gleich wieder aufhängt. So. Jetzt bin ich wieder ready.
Ready to brush. Das ist natürlich wieder geil. So. Ja, wunderbar. Dann können wir da jetzt hier wieder loslegen. Dann bin ich doch wieder zufrieden. So, Farbton haben wir. Bisschen grün reingemacht, wird ein bisschen brauner. Ein bisschen dunkler hier, man sieht so ein bisschen dreckiger. Und passt, nehmen wir. Ist gekauft. So, noch ein Stückchen. Aus der besten Tasse der Welt. Aus dem besten Krug der Welt. So, dann jetzt fangen wir mal an, sonst hätte ich heute gar nicht mehr fertig. Braschen wir einfach mal ein bisschen das hier aus. Und zwar mit unserem schönen Rot. Gehen wir jetzt hier mal rein. Wenn das mal kommt. Machen wir das einfach mal, die Zelle. Malen das mal ein bisschen aus. Ihr seht, das alles Dunkle hier wird halt rot gemacht und dann haben wir den einen Teil schon mal durch. Und später machen wir dann noch mit dem bisschen dunkleren ein paar Schatten rein und dann passt das ganz gut. Ach, das läuft immer bei den Airbrush Color for You so herrlich. Ja, ist eigentlich immer fein. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich habe ja vorhin noch geprahlt, wie tolles Wetter hier ist, gell? Es stürmt gerade draußen und pisst und regnet. Das ist als wäre es Armageddon. Also musste ich gleich mal wieder revidieren, dass das hier doch nicht mehr so geil ist. Ihr könnt halt solche Blätter hier immer zum Üben nehmen, damit ihr einfach ein Gefühl für eure Gun bekommt, Gefühl für Farben, für transparente Farben, für deckende Farben, einfach für alles Mögliche. Da könnt ihr einfach immer rumprobieren. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Und das macht mir, also das finde ich halt auch für euch dann ganz spannend, irgendwie, wenn ihr dann da einfach testen könnt und machen könnt. In dem Fall ist es nicht mehr schlimm, wenn wir hier ein bisschen hin und her brushen oder ein bisschen hier reinbrushen in das andere, weil das ist das Grün und dann wird das eh noch ein bisschen dreckiger und bei dem verratzten Freddy Pullover ist das gerade Bullshit egal. Deswegen können wir hier, wenn wir hier ein bisschen Overspray haben oder so, dann, wie sagt man so schön, scheißt der Hund drauf und dann passt das schon. Eigentlich wollte ich ihn nur ausmalen, aber vielleicht lasse ich das hier so ein bisschen heller und lasse das so noch ein bisschen dynamischer aussehen. Aber ich glaube, ich mache den Cam noch ein Stück heller, damit es ein bisschen besser sieht. Ist schon sehr arg dunkel. 0,2 Düse, jawohl Enrico, 0,2 Düsen Set ist drinnen. Einmal kurz. Ein bisschen heller. Ja. Und dann wäre es nicht schlecht, wenn das nicht dauernd nachrücken würde. So. Chaos. Ich hoffe, dir geht's gut nach deiner Impfung, Mensch. Ja, haut's da nicht gleich den Vogel raus. Ja, es ist super, hey. Dann freut mich, wenn es dir besser geht. Das letzte Mal war es natürlich schon happig, hey.
Da habe ich mir schon Sorgen gemacht, Mensch. Nicht, dass hier noch irgendein Scheiß passiert. Ja, dann. Ja, ich glaube, dann geht's. Das ist der Barometer, an dem wir messen können, ob es im Chaos dem gut geht oder nicht, wenn er noch Witze reißen kann. Dann ist er noch, dann kann es noch nicht so schlimm sein. Ah, ist für mich wieder schön zu spielen. Ach, die Gun läuft heute einfach wieder wie eine Eins. Ah, ich lieb's, wenn es so läuft, dann lieb ich's. Haben wir da so ein bisschen Kratzer und Pariefer rein. So. Damit das nochmal ein bisschen besser aussieht. Das habe ich hier natürlich rausgemalt. Dann machen wir das hier auch. Also hier könnt ihr schon ein bisschen mit der Intensität der Farbe spielen. Ihr seht es ja hier, wenn man da ein bisschen mit Amore rangeht und ein bisschen das Ganze ein bisschen feiner macht. Ja, ist besser hier. Sieht man hier schön den Flaschenöffner. Dann könnt ihr schon ein bisschen Farbvarianz und Tiefe reinbringen. Also da einfach ein bisschen ausprobieren. Dann passt das nämlich ganz gut. Wave the game. Wave the game with game names. Servus, freut mich, dass du da bist. Halli, hallöchen. Ich weiß doch auch nicht. Ich bin's. Eckbert. Der kleine. Ja, hier guckt man nachher, dass wir es noch dunkler machen, damit wir da noch ein bisschen mehr Schatten, da schattenähnlich dann reingehen. Und dann können wir das so ein bisschen durchziehen. Achso, und ja, wir arbeiten heute wieder auf einem normalen 250 Gramm Druckerpapier. Nur nochmal als Information, das ist das Druckerpapier. So. Falls sich der eine oder andere das fragt. Ich muss sagen, ich hätte schon lange nicht mehr die deckenden Töne hier dran von Airbrush Color for You, aber die sind so smooth auch. Ah, die liebe ich, ey. Was das angeht, sind die echt Porno ohne Ende.
Und bis jetzt noch gar kein Tip-Drive. Das muss man auch mal noch sagen. Das ist eigentlich ziemlich geiler Scheiß. Hoppala. Habe ich kurz zu viel gegeben. Ein bisschen zu viel Power, dann war das ein bisschen so ein Fläschchen drin. So ein Fläschchen. Da haben wir das Problem. Das ist halt so das Problem. Wenn wir das ein bisschen neu handeln, dann ist das gleich mal hier passiert. Das kann ich dir auch nicht beantworten. René. Roter Punkt. Ja gut, wenn wir vom Flughafen Frankfurt mit dem Zug soderlich. Hier haben wir so ein bisschen das Kaputte schon. Das ziehe ich jetzt noch mit durch und hier ist ja eigentlich der Handschuh. Hier ziehe ich das auch noch so ein bisschen mit durch, damit das alles irgendwie so ein bisschen zueinander passt. Das Gesicht, ja, da muss ich mal gucken, welche Farbe ich da nehme. Aber das würde ich eigentlich schon ganz gern dunkel machen. Ich werde das einfach so ein bisschen durchziehen, aber heute, da flutscht es wieder. Die mit dem roten Gummiboot. Nein. Ach, das ist ja die Klinge, hoppala. Upsala. Es wird mal kein farbreines Malen, also ich glaube, ich werde nachher schon wieder mit Schwarz dann hier und da ein bisschen arbeiten. Aber wir probieren mal hier so ein bisschen mit den Komplementärtönen rum. Dunkeln dann mit dem Grün, dann einfach schön das Rot ab, das Blutrot und umgekehrt. Nehmen wir nachher das Grün, machen das gleiche. So kann man mit Komplementärtönen so ein bisschen das Ganze farblich verändern. Und wie das Ganze funktioniert, das könnt ihr mal ganz gut an dem Farbkreis sehen. Gibt es auch bei uns auf der Discord-Seite, wird gerade viel drüber geredet. Könnt ihr euch gerne angucken. Ist eigentlich eine coole Sache. Ein bisschen blau-grün. Siehst du, jetzt wollte ich mir eigentlich vorhin den Farbkreis noch hier ein bisschen aufmachen, damit ich mal so ein bisschen drauflinsen kann. Und schon vergessen. Also wie gesagt, ihr könnt euch bei dem Übungsbild auch ein bisschen mehr Mühe geben, wie ich jetzt hier gerade. Ich mache das immer ein bisschen zackiger, damit wir auch ein bisschen schöner durchkommen. Aber wie gesagt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber das macht irgendwie Bock gerade hier. Also hier mit der Farbe direkt. Hier schöne Dagger Strokes einfach. Wenn das einfach so flutscht, dann finde ich das immer so, geil. Dann ist das immer richtig nice. Im dritten Krug liegt der Farbkreis nochmal. Ja, geil. Ja, und wie recht du hast, ey. Aber für mich ist das, einmal kann ich euch ja mal wieder eine Variation von so einem Übungsblatt zeigen und auf der anderen Seite kann ich selber wieder üben. Das ist immer das, was mich halt, wo ich gleich eine Fliege mit 2 Klatschen, genau. 2 Fliegen mit einer Klatsche klatschen kann. Und dann ist das für mich auch immer eine ganz spannende Sache, weil ich kann ein bisschen rumprobieren, weil wie gesagt, mit Farbe habe ich noch nicht so viel gemacht. Aber das wissen die Leute ja hier, mit deckenden Tönen meine ich. Vor allem nicht dann das Abdunkeln. Deswegen ist das für mich ganz spannend eigentlich. So, hier nehme ich das nur mal so ein bisschen ein. Und das andere ein bisschen noch highlightmäßig bleibt. Und dann ist das nice. Das läuft gerade so heute so locker flockig.
Aber ich sehe schon wieder, die Cam hängt, glaube ich, wieder rum. Ach, warum eigentlich? Dumme Sau. Ich sehe schon, meine nächste Investition wird dann wohl eine bessere Cam sein. Das ist eine billige Cam, die ich jetzt gebraucht habe, immer für die Schule, für den Live-Online-Unterricht und die ich immer noch brauche für den Live-Online-Unterricht. Dafür taugt die schon ganz gut, aber ich merke hier irgendwie, möchte die nicht. Hier speziell möchte die nicht. Ich mache das Rot jetzt noch fertig hier, machen wir das noch chillig fertig. Dann gerade erst angefangen, Elke. Aber weißt ja, ich bin einer von der schnellen Sorte. Und nicht wundern, die Cam hängt, die hing gerade eben schon, da muss ich gleich mal nach rumfummeln. Ihr wisst ja, ich fummel gerne, deswegen bleibt die auch, glaube ich, ganz gerne hängen. Dann machen wir gleich dran rum. So, wo haben wir hier den Cut von dem Arm? Das müsste eigentlich das hier sein. Ich muss nur schauen, weil das hier ist der Außenarm. Und das hier ist der vordere Bereich, dass ich das auch nochmal ein bisschen klarer abtrenne. Damit ich das nachher auch wieder sinnlicher besser passt nachher. Ja, schnell gefummelt ist immer nicht gut. Aber endlich ist die Mutti da und dann kann es wieder losgehen, Jungs und Mädels. Und für dich so, Elke, du bist ja gerade reingekommen, wir haben ja gerade das Blutrot am Schwarz, am Start und haben da einen Tropfen von dem Grün reingemacht, damit wir eine Farbverschiebung haben. Damit das einfach dünkler wird, das Rot. Weil das Grün ja der Komplementärton ist. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist nicht schwarz. Das ist farbrein. Richtig guter Stoff. Mal schauen, ob wir heute auf farbrein bleiben oder ob ich irgendwann keinen Bock mehr habe und einfach zum Schwarz-Light greife und dann einfach hier rummal. Hoppala. So, wie gesagt, ich mache das hier unten noch fix fertig. Aber das flutscht heute mit der Silverline. Ach, geil. Für solche Sachen ist die perfekt, für so ein bisschen gröberes Zeug. Ist die wirklich, und für so, damit der kann man eigentlich auch schon gute Details machen. Ist die eigentlich richtig Porno. Dieser scheiß Nightbot ist einfach, der kommt viel zu oft. Den habe ich eigentlich auf halbe Stunde eingestellt. Der triggert seit laufendem Band. Der Pimmel, ey.
Bi-ba-ba-ba-da-bo. Was klappt denn nicht, Elke? Also Markus hat vorhin schon versucht, vergebens einen Befehl zu triggern, hat aber vergessen, Ausrufezeichen davor zu setzen. Du hast nur Ton, was ist denn das? Das ist aber pfui. Also Jungs und Mädels, ihr müsst jetzt mal der Elke helfen, dass die ein Bild hat. Und ich werde jetzt kurz die Pause einläuten, kurz die Pause reinmachen und werde nochmal kurz die kleine Cam richten. Und währenddessen könnt ihr der Elke helfen. Ich gucke nochmal schnell, dass ich die kleine Cam reinbringe. Ich weiß nicht, warum die heute schon wieder so viel hängt. Dann sehen wir uns gleich. So, ihr Lieben,
Ich habe es hinbekommen, wieder Apfelsaft an die Macht. Darauf trinke ich doch gleich mal ein. Ja, ich weiß, ich habe den Übeltäter gefunden, was diese Problematik gerade angeht. Und das ist leider ein bisschen blöd, weil ich gerade vorhin das OBS, das Ding, was das hier alles steuert, die ganzen Kameras und so, also wollte von mir ein Update machen. Bloß das datet bei mir nicht einfach nur ab und funktioniert dann wieder, sondern bei mir steht dann immer Failed, Main, Fail und keine Ahnung. Ich muss das immer deinstallieren und neu runterladen und installieren. Anders geht das bei mir mit dem Update einfach nicht. Das war aber schon von Anfang an so. Keine Ahnung warum. Und das ist ziemlich beschissen. Und da waren halt tausende Bugfixes drin. Und ich glaube, das wird der Grund gewesen sein, warum das jetzt hier so rumspinnt mit der kleinen Cam vor allem. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt heute nicht mehr so viel passiert. Das ist natürlich ein Paradebeispiel. Jetzt streame ich das streame ich die letzten Tage dauerhaft und dann passiert das ein einziges Mal und jetzt knallt es halt die ganze Zeit. Das ist ein Käse, ey. Ich hoffe, Elke, es funktioniert. Bei dir. Zurück an den Maltisch. Und Papa braucht erstmal wieder, könnt ihr schon denken, ein bisschen Apfelsaft. Füllen wir mal schnell um. Es gibt nichts Besseres als nach Feierabend ein schönes Gläschen Apfelsaft. Hoi, was ist das denn? Vape a Game. Spamming. Okay. Oh, shit. Hoppala, ich glaube, da habe ich mein Bot ist da, glaube ich, gerade ein bisschen hardcore eingestellt. Ey, hat hier irgendwas gelöscht und gemacht. Muss ich mal gucken. Sollte, glaube ich, nichts sein. So, wir haben jetzt hier einmal schön das Rot gemacht. Wir lassen das jetzt hier auch in der Gern. Dann können wir nachher nochmal hier ein bisschen mit schattieren. Wenn wir das Grüne haben, können wir das vielleicht noch ein bisschen drüber legen. Gucken wir einfach mal, wie wir das machen. Wir machen jetzt hier mal das Grün rein. Das Rot lassen wir jetzt hier mal. Das könnte man auch mit dem Stretcher nachher noch verdünnen. Dann könnten wir es lasieren. Jetzt siehst du den erst. Der ist so perfekt, der Magnet hier. Das ist mein schöner Öffner. Der klebt immer hinten an der Staffelei. Und der ist einfach Gold wert. Das Ding ist richtig Porno. So. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt gucken wir mal mit dem Grünen, was wir da zusammen mixen. Was wir da zusammen pushen. So, ein bisschen. Heu. Das muss ich aber dann noch umstellen. Das ist ja, glaube ich, nicht so geil, wenn die Leute hier ein bisschen was reinschreiben. Das sollen die ja ruhig dürfen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht meinen Pinsel in den Kaffee reintunk hier. So. So, ich habe mal kurz die Farbe gemischt und zwar zeige ich euch das jetzt mal hier. Zwar ist das Standardgrün. Wir haben ja hier das Green, da einfach das normale Grün. Und da habe ich jetzt zu 4 Tropfen Grün, habe ich jetzt 2 Tropfen von dem Blutrot reingemacht und wir kriegen hier so ein schönes, dunkles, dreckiges Grün-Braun schon fast. Und das ist gerade ganz geil, weil so einen Ton will ich jetzt hier haben. Ich möchte ja nicht, dass der aussieht, wie als hätte der das neueste T-Shirt an. Das würde, glaube ich, nicht ganz passen. Und deswegen, schaut euch mal die Krone an. Ist das einfach nur, ist das herrlich. Immer nur geil. So. Genau, und dann malen wir jetzt einfach mal die anderen Teile an. Ich hoffe, die Sparmax hat heute Lust. Die fühlt sich nämlich so ein bisschen komisch an.
Ja, die will heute. Schaum macht Busen. Also ich habe jetzt statt Busen gerade so fälschlicherweise was anderes gelesen. Ja, Bauchschaum ist noch viel, viel besser. Davon habe ich leider aktuell auch noch genug. Oh, was mich gerade abfuckt an der Sparmax ist, dass sie gerade so einen ganz harten Trigger-Lag hat. Das heißt, ich ziehe die schon so weit zurück und die soll schon längst Farbe sprühen, aber es kommt einfach nichts. Das ist gerade richtig, das ist eklig, weil dann kommt auf einen Schlag dann ganz viel und das sollte nicht sein. Ich weiß gar nicht, warum die das macht. Die ist eigentlich blitzeblank. Eigentlich bereit für schmutzige Sachen. Ach. Ja, ich weiß gar nicht warum. Die hat eigentlich so schön performt, ganz lange. Und jetzt in letzter Zeit machen sich, glaube ich, die niedrigen Kosten bemerkbar. Also beim Kratos-Bild habe ich die echt ganz schön rangenommen. Und da hat die auch super durchweg funktioniert. Aber hier ist es jetzt gerade echt sehr, sehr grenzwertig. Ja, es gefällt mir damit ja nicht wirklich. Nee, da kommt mir zu beschissen. So. Das Problem habe ich aber aktuell. Jetzt werde ich mal hier ein bisschen was kurz umfüllen in die andere Gun. Wenn das noch geht hier. Nee, geht nicht. Okay. Misch ich's halt neu an. Aufgeschissen, misch ich's neu an. Sparmax dann halt nicht, du dumme Sau. Dann nehmen wir das halt wieder raus. Machen wir jetzt hier ein bisschen Wasser rein, damit die Scheiße nicht trocknet. Ein bisschen mischen mit dem Pinsel. Also bitte machen mit der Pinselleine ein bisschen sauber machen und damit ist es so sauber, dann ist er viel besser. Der Apfelsaft wirkt schon, Jungs und Mädels. Hola chica. So, was nehme ich jetzt? Ich habe ja so wenige Guns. Ich mache jetzt eins. Ich nehme einfach die andere Evolution Silverline. Die eine hat gerade so gut funktioniert, nehme ich halt die. Mache ich nur kleinere Becher dran. Muss ich nur aufpassen, das nicht vergessen, weil da ist die 04er Düse drin und Nadel. Gucken wir mal, ob die noch gut funktionieren oder nicht. Dann hauen wir nochmal schnell Farbe rein. 4, 5, tadam. 1, 2 und 3. Wie würde der Roche González sagen? Ich gebe 3 Punkte. Hola chica, ich gebe 3 Punkte. Hier, das mischt sich gerade immer so ein bisschen blöd. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. So, jetzt haben wir es dreckig. Schön dreckig. Ja, die läuft wieder geil. Seht ihr sofort den Unterschied. Also für mich ist das wie Tag und Nacht. Ich habe jetzt hier eine Gun Control wieder das ist einfach nur geil. Hier kann ich so schön arbeiten. Das ist jetzt ein 04er Set, nur mal so zur Info. Und wenn ihr die in 2-in-1 Version habt, dann habt ihr quasi ein 02er Set bei der Silverline und eben ein 04er Set. Und das 04er Set ist für den Anfang gar nicht blöd, weil da könnt ihr viel ausmalen. Und könnt aber auch mit der super feine Details machen. Also guckt euch das mal an. Da gehen auch wirklich winzig kleine Sachen. Selbst mit der 04er Düse und Nadel. Also ihr braucht nicht immer für den Anfang eine Infinity oder so einen Käse. Das ist völliger Murks. Das bringt euch gar nichts. Ihr werdet euch dann nur rumärgern, so wie ich mich jetzt gerade mit der Sparmax dann. Die Sparmax muss ich mir mal unter Mikroskop angucken. Wahrscheinlich ist da irgendwas kaputt gegangen.
Aber bei so einem Billiggerät wird mich das jetzt auch nicht wundern. Dafür hat sie jetzt einfach zu lange zu gut abgeliefert. Jetzt kommt die Quittung. Ich muss sagen, ja, dann lohnt sich es irgendwie auch nicht. Wenn die dann halt nach 3 Monaten oder 4 irgendwie nicht mehr funktioniert gescheit, dann ist natürlich die Frage der Preis-Leistung nachher auch nicht mehr gegeben, weil dann jedes Mal 60 € hinlatzen ist jetzt ja auch nicht gerade der Sinn und Zweck der Geschichte. Ich denke mal, so zum Gucken für den Anfang gar nicht blöd, aber dann, ja, dann sollte man halt überlegen. Ich bin heute wieder auf normalem Druckerpapier. 250 Gramm Papier, saugt schön die Farbe ein, verzeiht einem ein bisschen mehr Fehler, ist für euch Anfänger, also ich rede jetzt nicht speziell von dir, aber für Anfänger generell sowieso die bessere Wahl. Ja, Synthetikpapier würde ich jetzt nicht nehmen, das war bei dem Ghost Black Set immer so ein Test, aber ja, wenn ihr da unbedingt kratzen und radieren wollt, dann nehmt ihr das, aber ich würde davon abraten und einfach wieder mehr Freihand machen. Lernt erstmal gescheit mit der Gun umzugehen. Da, mit der hier. Freundet euch mal mit dem Gerät an, streichelt das. Geht rein, seid die Gun. Seid die Gun. Und wenn ihr die dann mal beherrscht und dann die Farbe natürlich eingestellt habt, wenn ihr euren Kompressor, wenn die ganzen Komponenten mal wirklich gut passen, dann könnt ihr auch mal anfangen, irgendeinen anderen Scheiß zu machen. Aber ich würde am Anfang echt meiste Fokus aufs Handling legen. Und das beste Handling bekommt ihr durch viel Üben, wenn ihr es halt viel Freihand macht. Wenn ihr natürlich da jetzt viel anderen Scheiß macht, dann wird es halt schnell nicht so gut. Oh, da liebe ich einfach die H&S-Pistolen. Ohne Scheiß, ich habe nicht umsonst eigentlich alle. Wenn ich sehe, also die Silverline, die ist so ein Arbeitstier. Und die verzeiht einem auch so viel. Mehr kann man einfach schaffen. Die sind einfach... Also die Silverline ist, glaube ich, echt unzerstörbar. Ich mache das hier so ein bisschen... Ja... Ein bisschen mit Licht noch rein. Jetzt nicht übertrieben. Ich will hier nicht wieder ein Tutorial machen, was keiner nachmachen kann, sondern so einen guten Mix aus Detailtiefe und so, dass es halt passt. Das Ding findet ihr übrigens auf dem Discord-Server zum Download free, einfach unter dem Hashtag Schablonen schauen oder wie ich das auch immer genannt habe, weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Entschuldigung. Ha. Oder ihr schaut einfach in jedem YouTube-Video, wenn das bei YouTube hochgeht, dann ist das auch in der Infobox zum Download drin. Also. Ja, die hat eine Schraubdüse. Aber ihr würdet lachen. Bei meiner Iwata habe ich das in letzter Zeit auch öfters gehabt. Dass die einfach so einen Trigger-Lag hat. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht warum. Da stimmt eigentlich alles dran. Das Ding ist niegelnagelneu, aber funktioniert dann eigentlich einfach mit so einem Lag. Ich weiß gar nicht warum, das sind gerade, und ich werde witzigerweise, gerade in letzter Zeit bin ich zweimal gefragt worden, ob die H&S-Pistolen Trigger-Lag haben, weil die dafür scheinbar bekannt sind und ob ich die empfehlen kann. Und ich habe bei allen anderen das ist genau das Problem und bloß nicht bei den H&S-Pistolen. Also das fand ich total witzig, wo ich dann gesagt habe, so, kann ich nicht bestätigen, ist genau umgekehrt. Ja, das soll auch anders sein. Das soll ja jeder auch ein bisschen seinen Stil reinbringen, sein Ding machen. Ich will halt nur, ja, das ist halt irgendwie, ja, hier jetzt einfach passt. Ein bisschen hochschieben. Aber das macht mir Spaß. Das sieht irgendwie schon richtig cool aus. Irgendwie.
Und für so eine Fläche ist eigentlich die 04er Düse jetzt eigentlich perfekt. Hätte ich sie gleich genommen, die scheiß Sparmax, die zerlege ich morgen und gucke mir die genau an. Und wenn die dann nochmal so rumspackt, dann wird's kritisch. Da bin ich wie Sherlock Holmes, da muss ich immer auf die hier auf Spurensuche gehen. Manchmal ist es ganz simpel und manchmal ist es nicht so simpel. Aber guck mal, Markus, wenn ich jetzt nachher mit dem transparenten Rot über das Grün hier fahre, müsste sich das auch nochmal dunkler werden, oder? Müsste ja dann auch, weil dann könnte ich nachher eigentlich mit dem transparenten Rot nochmal ein bisschen Schatten machen, oder? Mit Steckdüse, ja, da kann ich dir aktuell, ich habe nur die Iwata Neo noch gehabt. Da muss ich sagen, dass die eigentlich gar nicht schlecht war, bloß bei mir einfach in den Halter nicht gepasst hat und dann einfach ein bisschen Komplikationen geführt hat. Aber die ist an für sich gar nicht schlecht, die Iwata Neo. Und ansonsten habe ich nur noch die Iwata Highline. Und zwar die BHHP. Die finde ich eigentlich auch nicht schlecht, aber da hatte ich jetzt in letzter Zeit auch mal wieder Probleme. Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch einfach nicht meine Guns. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu sehr schon die H&S gewöhnt und komme mit den anderen nicht mehr ganz so zurecht. Oder brauche dann noch mehr Übung, aber ich merke, dass ich mit den Schraubdüsenpistolen in letzter Zeit immer wieder mehr Probleme habe als Freude. Und das ist mir in der letzten Zeit öfters aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, so, liegt wahrscheinlich knallhart an mir, braucht man gar nicht drüber reden. Das ist wahrscheinlich einfach mein Handling-Problem, weil ich eben einfach gerade solche Pistolen wie die H&S hier einfach so gewohnt bin und genau weiß, wie die funktionieren, weil ich halt jahrelang schon mit denen arbeite. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Aber da gibt es ja noch andere Leute im Chat, die haben ja noch andere Pistolen, die können dir da sicher auch was empfehlen, was die gut finden. Und Markus, der weiß ich, der macht viel mit Schraubdüsen, glaube ich. Und der hat da eigentlich ein ganz gutes Wissen und kann dir da ganz gut weiterhelfen. Ja, dann probiere das nachher mal, Markus. Dann nehme ich nachher mal das Candy Rot. Und das hier schön aussieht, also das Candy Rot ist echt auch Porno. Versucht das nachher mal hier noch mal ein bisschen hier in den Bereichen runterzunehmen, damit ich hier nochmal einen Schatten machen kann und vielleicht nochmal ein bisschen Plastizität reinbringen, ein bisschen Dreidimensionalität in das Ganze. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Dann kann ich da nochmal ein bisschen rumspielen, nämlich, und das Ganze nochmal ein bisschen anpassen. Aber ich habe auch Trigger-Lag, um da mal kurz drauf zu kommen, auch auf meiner AL Plus gerade. Ich weiß aber, woran es bei der liegt. Das hatte ich damals schon. Und zwar ist die PTFE-Dichtung hier vorne drinnen so fest, dass die geht kaum durch. Die Nadel geht kaum schon durch. Die ist so fest teilweise. Und dann dann hebt die natürlich voll fest. Da kann ich nicht so super variieren. Und die muss ich mal wechseln, weil die scheint irgendwie Murks zu sein da drinnen. Und das habe ich damals bei der anderen gemacht. Dann war alles easy, alles peasy. Vielleicht muss ich das bei der Sparmax auch mal gucken, aber da habe ich die Ersatzteile nicht. Also von dem her schaue ich mir die Dichtung da mal an. Vielleicht ist die auch hinüber. Es sind ja meistens diese weißen kleinen Dichtungen und das ist PTFE Kunststoff. Kenne ich mich eigentlich ganz gut aus, weil ich eine Zeit lang in einem Kunststoffhersteller gearbeitet habe, wo wir das ganze Material hergestellt haben und auch verkauft haben. Und daher weiß ich einigermaßen, wie das Zeug so abgeht. Und das kann nicht so gut mit Isopropanol und dem ganzen Lösemittelgedöns. Kann auch sein, dadurch, dass ich da schon immer ganz gerne die Sachen mit sauber mache, dass das dann mit der Zeit halt einfach aushärtet oder spröde wird und dann einfach auch die Form beibehält und dann die Nadel dann nicht mehr so sauber durchgeht. Dann muss ich mir morgen mal bei der AL Plus angucken, weil die will ich schon ganz gerne ready haben, wenn ich sie brauche. Und ich merke gerade, dass die halt einfach nicht so will. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, ich mache hier so ein bisschen, ich male es nicht komplett aus, sondern mache einfach so ein bisschen, wie wenn da so ein bisschen hier Licht und Schatten und so ein bisschen, ja, wie Stoff halt so ein bisschen.
Nicht extrem, einfach damit ich das nicht nur stupide ausmal für mich, damit ich da ein bisschen mehr Anspruch dran habe. Für mich selber. So. Enrico, ich mache eine Nachtschicht und ein Bild in seiner Richtung. Ja, sehr cool. Da freue ich mich schon drauf. Da kannst du gerne mal deine Sachen ins Discord posten. Finde ich immer ganz cool. Marco schreibt, mit Candice ist er sich nicht sicher, ob sich das abdunkeln lässt. Wollte er auch mal versuchen. Probieren wir hier einfach aus. Scheiß drauf. Warum nicht? Das ist eh ein Testbild. Probieren wir es aus. Wenn es nichts wird, mein Gott, das Ding fliegt nachher eh in den Müll. Also von dem her, mich juckt das nicht. Machen wir doch ganz gerne. Können wir gleich das auch mal ausprobieren. Dann wissen wir das in Zukunft auch einfach. Dafür sind wir ja irgendwie auch hier, ne? So ein bisschen ausprobieren, ein bisschen machen. Ich bin ja auch nicht allwissend und probiere einfach gerne viel rum. Das sieht man jetzt ja aktuell am blauen Skull. Da probiere ich auch viel rum, gerade mit den Grautönen und so. Einfach ein bisschen ausprobieren. Hei. Boah, Nachtschicht, ey. Das ist natürlich auch hart, ey. Wie gesagt, ich habe einmal Nachtschicht gemacht und dann, glaube ich, nie wieder. Die Eichleute mit. Ja, da sah die Krypta eine Zeit lang sehr imposant aus, würde ich mal sagen. Sie hat sehr emporgeragt und ich fand es irgendwie geil. Finde ich übrigens mega geil, wenn ich einfach Teststreams mache und gucke, wie das so funktioniert und alles, wie dann doch recht viele aus der Community dann mal sich reinsneaken während dem Arbeiten, einfach mal reingucken, ob es jetzt Elke ist oder Markus oder sonst wer, ist sehr cool. Hat mich mega gefreut. Das für mich war das einfach nur zu gucken, ein bisschen Sachen abfeuern, ein bisschen schauen, wie funktioniert das alles und so. Hat mich aber echt, muss ich sagen, echt gefreut. Oder Enrico war dann da und haben wir ein bisschen, war es für mich nicht ganz so eintönig, weil ich dann gesagt habe, wenn ich dann schon ausprobiere, dann mache ich auch ein bisschen was. Dann habe ich einfach gedacht, komm, scheiß drauf, dann male ich halt an dem Skull darum. Er juckt mich doch nicht. Und wenn der halt nachher nicht will, nicht funktioniert, dann ist es halt so. Ich verstecke sowas nicht. Dann müsst ihr das letzte Video angucken. Geht, glaube ich, nur eine Stunde von heute, was ich gemacht habe. Das könnt ihr hier auf dem Twitch-Kanal nachschauen. Die Videos bleiben 60 Tage online. Ich meine, ich lade sie dann eh bei YouTube hoch oder so, aber wenn ihr dann das wissen wollt, dann könnt ihr das immer machen. Für euch. Säure malen, ich lieb's. Ich lieb's einfach, ohne Scheiß. Einfach hier so malen. Ich bin auch mega gespannt, ob das nachher mit dem Candy hier hinhaut, mit dem Candy-Ton. Ich meine, mir macht das so viel Spaß, das mit euch auszuprobieren. Das ist nochmal so viel geiler, anstatt das hier mit mir einfach nur für mich zu machen. Irgendwie mit euch das zusammen zu machen, ist halt einfach das, macht mir richtig viel Spaß, ohne Scheiß. Sodale. Guck, machen wir hier mal weiter.
Life is life. Na, 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 na. Ja, also mein Impuls, mein erster wäre jetzt gewesen, wenn ich das dunkler haben will, dann muss ich halt einen deckenden Ton machen, den ich halt richtig ins Braune ziehe, indem ich halt Rot und Grün halt 1:1 nehme, dann wird's braun. Dann kann man das ja nachfärben. Dann ist es auch immer noch nicht schwarz, sondern immer noch farbrein. Ich möchte aber gerne wissen, ob ich mit dem roten Candy das auch schon ein Stück weit runternehmen kann, weil bei dem Rot ist es eh nicht so wichtig. Das probieren wir jetzt einfach aus. Ich bin jetzt hier soweit erstmal durch mit dem. Haben wir hier vielleicht noch ein paar. Aber du bist auch hardcore drauf, Markus. Dann macht er einfach sein nicht passendes Bild hier so einfach kaputt gemacht mit deinen schwarzen Strichen. Da war ich auch baff. Ich dachte so, what the fuck, ey. Sah eigentlich doch ganz cool aus, deine Frau, die du gemacht hast. Aber da bin ich schon gespannt auf die Story am Stammtisch, wirklich. Da freue ich mich schon am Samstag drauf. Ja, Vape Again, Philipp. Für mich ist das als Anfänger so am besten zu sehen, wie man die Bilder aufbaut. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Da siehst du das einfach 1:1 nahtlos, wie ich das so mache. Also es ist jetzt nicht so typisch, wie ich es mache. Ich probiere gerade momentan sehr viel rum. Deswegen muss das nicht mal richtig sein. Aber generell, wie ich so arbeite, das kannst du dir da ganz gerne anschauen. Kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Weil ich finde auch immer, für mich ist immer ganz wichtig, ich muss sehen, wie es gemacht wird. Ich bin ein Macher, aber wenn ich es dann mal gesehen habe und dann selber mache, dann kapiere ich es viel besser, als wenn mir das jemand, sag ich mal, trocken sagt und sagt, ja, du musst halt Schritt 5 so, Schritt 6 so. Dann denke ich mir so, ja, okay, aber wenn ich es nicht gesehen habe richtig, dann wird es schwierig. Und so ist es für mich auch viel, viel besser. Aber das Vergnügen hatte ich gar nicht. Ich muss mir den ganzen Scheiß selber beibringen und mache das nach wie vor eigentlich fast immer noch so. Aber einfach mal anfangen. Das ist immer fang mit solchen Übungen an. Nimm auch ruhig die ganz Anfängersachen, die Kreise ausbrushen. Den Punkt ist geil, um einfach mal die Gun-Mitte zu ermitteln, um sicher zu werden, wo die Farbe rauskommt. Das ist ganz wichtig. Da kannst du dir, wie gesagt, auf dem Discord-Server das einfach angucken. Ich habe die auch so gepostet, dass die vom Schwierigkeitsgrad auch eigentlich einigermaßen gut passen. Und dann kannst du von vorne anfangen mit Dagger-Strokes und so ein Zeug. Kannst das alles üben, das ist das wirklich kein Problem. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich hier kurz was testen. Ja, PC. Ich fummel hier kurz rum, ich muss kurz was testen. Perfekt. Super. Einfach üben, machen und zeig das gerne auf dem Server. Da will ich mir gerne angucken, da kann man dir besser helfen. So. Ich will nochmal so ein Ding triggern, um zu gucken, ob das soundtechnisch bei mir hier funktioniert, damit ich das auch in Zukunft mitkriege. Muss ich einmal kurz hier schauen, wo das Ding ist. Einfach mal Edit. Perfekt. Wunderbar. Das funktioniert. Super. Genau, dann schieße ich mal die Farbe kurz raus. Für die Gun kurz zwischenreinigen mit ein bisschen Wasser. Mach die kurz sauber. Mensch, schon eine Stunde rum, das gibt's gar nicht. Manchmal geht das wie im Flug. So, dann jetzt nehmen wir mal das Candy Red. Jetzt wird's witzig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sowas nervt mich aber auch übelst, wenn irgendwas nicht funktioniert. Da kann ich ganz schnell mal ganz lustig werden, wenn das einfach nicht so hinhaut. Jetzt haben wir das Candy Rot mal drin. Wir probieren es mal hier unten aus. Dann machen wir mal den Schatten. Ob das funktioniert.
Ja, okay, ist natürlich, ja, war zu erwarten doof eigentlich, weil auf dem roten passiert eigentlich nichts, aber natürlich auf dem grünen. Also, das war natürlich, wenn man logisch drüber nachdenkt, eigentlich eine blöde Idee. Mischen wir uns einfach mal kurz einen sehr, sehr dunklen Ton an. Ja, Markus, da bin ich wirklich gespannt drauf, jetzt mal ohne Scheiß. Aber du machst auch relativ viele Sachen, die ich gar nicht kann. Und da bin ich ganz gespannt drauf, weil da lerne ich ganz viel, wenn ich mir die Sachen bei dir angucke. Und du machst ja auch viel Monochrom, reines Malen und Farbrein und so. Das sind Sachen, die ich jetzt gerade erst anfange. Deswegen ist das für mich ganz spannend, das zu sehen und dann auch mal zu machen und dann auch zu sehen, wie was man vielleicht nicht macht, wie zum Beispiel mit dem Candy Rot. Das hat jetzt hier schon ein bisschen funktioniert, aber ist nicht das, was ich eigentlich will. Ich kann jetzt halt hier mit so einem richtig dreckigen Ton reingehen. Aber das covert's ab. Okay, das ist... Na. Dann müsste ich jetzt dünkler werden. Aber da stehe ich jetzt schon ein bisschen so. Ein bisschen auf dem Schlauch. Weil ich jetzt eigentlich zum Dunkelwerden wahrscheinlich... Ich habe den Farbkreis nicht da, aber ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen Violett oder Gelb reinmachen, damit das nicht dunkler wird. Eigentlich möchte ich schon so einen richtig dunklen Ton haben. Scheiß drauf, ich nehme einfach ein bisschen schwarz. Drauf geschissen. Für auf die Schnelle fällt mir jetzt nicht ein, was ich da machen sollte. Wenn jetzt viele schreien, nein, warum hast du nicht hier die 3 Grundtöne genommen, da gibt einen dunklen Ton, nein, kein Schwarz. Dann sage ich dann, ist das so? Bam, bam. Infinity Black. Ab geht die Post. Oh, jetzt. Grau. Ja, hätte ich jetzt machen können. Hast du recht. Aber ich hatte jetzt habe ich einfach schwarz genommen. Aber schwarz mit dem Grün und so. Also es ist kein reines Schwarz, sondern halt ein bisschen abgedunkelt. Zu spät. So geil. Apfelsaft. So geil. Ich liebe es. Apfelsaft an die Macht, so sieht's aus. Und nicht anders. Aber wenn du mal überlegst, so ein bisschen guckst online, ich glaube, 90% der Leute malen wie ich, mit dem Aufbau. Da scheißen ganz viele auf die Blauverschiebung und die anderen Sachen und aufs farbreine Malen vor allem. Aber ich gucke da jetzt schon ein bisschen mehr drauf. Ich möchte das auch ein bisschen besser in den Griff kriegen. Aber hier ist es mir jetzt gerade echt zu doof. Finde ich auch ehrlich. Ist mir jetzt eigentlich gerade ein bisschen zu blöd. Und als Anfänger ist das eh nicht so wichtig. Da macht ihr einfach ein bisschen euer Ding. Guckt, dass das halt einigermaßen passt. Jetzt bringen wir hier so ein bisschen offizielle Bewegung rein. Ja, genau. Ja,
Ja, ich mal sowieso so, wie ich möchte, aber ich gucke mir natürlich schon gerne auch neue Sachen an. Bin ich auch ehrlich, mache ich auch gerne. Um auch ein bisschen da mehr zu lernen, weil so wie ich das mache ich schon lange, ist auch ganz geil, gefällt mir auch, aber ich bin auch jemand, der immer gern ein bisschen noch dazu lernt, ein bisschen was macht. Sich einfach noch mehr damit beschäftigen, das ist eigentlich das Feine. Aber wie gesagt, das ist ja hier gehüpft wie gesprungen. So, dann sieht das doch gar nicht mehr schlecht aus. Und komm runter, komm runter. Ah, herrlich. Dann nehmen wir ein schönes dunkles Braun für den Handschuh. Ja, voll. Ich finde mein Ding hier, mein Kratos nach wie vor immer noch mega Porno. Der ist halt komplett so. Dann fällt das auch gar nicht auf. Und ja, ich finde ihn mega. So, da ganz kurz. Wo bist du? Eigentlich habe ich es ja hier schon stehen. Im Farbkreis, wenn ich mir den angucke, dann haben wir Blau, Gelb und Rot, gibt ein schönes Schwarz. Eigentlich hätte ich das einfach nur die 3 Töne zusammenpfeffern müssen. Da habe ich jetzt extra mal im Farbkreis hier Markus Koch sein super Buch, die Farbenlehre, reingeklotzt. Und das ist eigentlich ganz sinnig, das Ganze. Jetzt muss ich hier nur den Streamer-Modus deaktivieren, sonst kackt mich das gleich noch an. So. Ja, vielen Dank. Ja, keine Ahnung, wie viele Stunden ich an dem dran saß. Das ist einfach nur crazy. So viel Freihandarbeit. Aber das mache ich am liebsten. So. Jetzt. Schauen wir mal, wo haben wir denn was Schönes? Schönes, dunkles Braun. Da habe ich schon können wir hier schon mal nehmen wir das Flash Brown. Das ist, glaube ich, ziemlich dunkel. Das habe ich schon fertig. Dann nehmen wir das doch einfach. Warum auch nicht? Ha. Ich meine, vorher noch das Rot rausgeschossen. So, da hauen wir noch ein bisschen was von dem rein. Ein bisschen was von dem rein. Ein bisschen was von dem rein. Hier bin ich jetzt kurz, ich mische mir mal kurz hier so ein schönes, dreckiges Braun. Richtig was Dreckiges, richtig Kräutiges. Dann haben wir da was fertig. Fürs erste Mal. Aber die Guns laufen einfach, das macht so viel Spaß. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, das hier ist eigentlich alles schwarz, wirklich schwarz. Oder halt sehr dunkel. Das nehmen wir vielleicht einfach nachher auch. Und drauf geschissen. Bam, bam, hier ist noch mal ein bisschen. Ich glaube noch mal Gestänge von dem Handschuh.
Du siehst noch ein bisschen den Gestängel vom Handschuh dran. Jetzt wird das zu grün. Hoppala. Was haben die denn da gemacht? Kam doch noch ein bisschen grün vom Becher mit rein. Die habe ich jetzt nicht schön sauber gemacht, die Pistole. Hier kam hier original so ein bisschen grün rein. Scheiße. Ja, jetzt kommt es wieder braun. Ja, braun, ne, wie meine... jetzt hätte ich den echt mal sauber machen müssen. Käse. Bisschen. Komm, ich probiere das jetzt mal aus. Die 3 Grundtöne da reinfetz. Das mache ich jetzt einfach mal. Das bin ich völlig crazy hier. Guck mal, ob das wirklich vom Farbenbuch so gut funktioniert. Echt, das ist ziemlich. Ein Gelb, ein Blau, ein Rot. Rot ist schon drin, glaube ich, ein bisschen. Hoppla. Ich jetzt hier farbentechnisch voll aufdrehe. Ja, das machen wir auch schwarz. Ich hätte das Braun hier gerne noch ein bisschen dreckiger. So ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen rumgucken. Ich muss ja auch noch ein bisschen probieren, Jungs und Mädels. Aber ich habe hier nichts gut zu mischen. Das ist gerade richtig Blödsinn. Mit dem Braun. Oh, jetzt kommt da die ganze Zeit nur das scheiß Rot. Aber das Schwarz funktioniert schon mal ganz gut. Das hätten wir jetzt hier gebraucht, wenn wir das genommen hätten. Mal so ein bisschen farbenreiner. Aber ja, muss ich kurz sauber machen. Da ist zu viel Scheiße drin. Warum auch? Ja, Silverline, entschuldige. Ich habe dich unwürdig behandelt. Ich muss immer nett mit meinen... Ich probiere auch, scheiß Internet. Ja Mensch, Elke, was machen wir mit dir und deinem schäbigen Internet? Das ist wirklich schade. So. Ich probiere farblich einfach gerade noch mal ein bisschen rum. Ich möchte nämlich ein... Ja, das hat seine Vor- und Nachteile, wenn man am Arsch der Welt ist. Das ist halt so, gell? Das geht mir gerade auf den Sack. Ach, scheiße, ich nehme die ganze Zeit das Falsche. Das Splash Brown habe ich da hinten hingestellt. Mist. Ich denke mir gerade wieder, ich habe die ganze Zeit hier das Ockerbraun und denke, warum ist das so hell alles? Geil. Ein guter Move. So, nehmen wir das Ockerbraun hier. Das Brownie Brown einfach wieder. Ist jetzt noch ein bisschen grün drin. Wird schon passen. Da wird schon irgendwie, wird jetzt ein bisschen grün, aber das ist jetzt Furz. Jetzt gleich wieder ein bisschen braun. Herr Braun, ja, wie meine Kacke. Ein bisschen zu viel Farbe auf einmal. Ey, hast du wieder ein Bild. Wunderbar. Ein grünspickiges Blau. Wunderbar. So langsam kommt es jetzt wieder. Ja, den anderen Scheiß machen wir einfach schwarz, so wie sich das gehört, so wie ich das hier vorgefertigt habe und fertig. Und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Aber wenn ihr hier dann so ein bisschen mal gut mit der Gans zurechtkommt, dann habt ihr schon mehr als die halbe Miete.
Und von dem Bild gibt es übrigens kein Referenzbild oder so. Das ist einfach so, wie es ist hier. Da habe ich mich einfach online auch bedient und ich habe keine Ahnung, ob der Handschuh hier noch braun ist oder nicht. Ich mache es einfach. Ich mache das jetzt einfach mal. Weil ich so ein crazy Typ bin. Eigentlich kann ich hier rausmalen, das ist eigentlich so wurscht. Nachher mit dem Schwarz hier überall drüber gehe. Aber hey. Ja, der René hat es hier schon umbenannt, aber irgendwie hat das nicht funktioniert auf Twitch, gell? War es ja schon fleißig, aber irgendwie wollte das nicht so. Ja, ich hole das jetzt immer ein bisschen mehr hin, damit wir mal ein bisschen hier vorwärts kommen. Ihr dürft dann natürlich euch viel mehr Zeit lassen, ist ja klar. Ich ziehe das jetzt hier mal ein bisschen durch. Vielleicht hier und da nicht ganz so sauber, aber come on. Drauf geschissen. Ja, das dunkle Braun hier, wenn man das schön dick aufträgt und richtig deckend, dann wird das richtig schön dunkel. Das passt doch gut, Mensch. Da passt das doch schon prima. Hier so ein bisschen was. Hier so ein bisschen was und da ein bisschen. Ein Muckesäckle hier und ein Muckesäckle dort. Ist das schon easy. Dann kommen wir da schon langsam näher. Ja, genau. Die Ecke schreibt zu viel im Discord und dann ist das Datenvolumen leer. Das sehe ich genauso. Die macht einfach viel zu viel. Und dann sagt der Internetmann, der böse, böse Internetmann sagt dann so, jetzt reicht's, Elke. Jetzt hast du genug Volumen gezogen. Der gute Eckbert braucht mal was. Für seine Schmuddelfilme. Ich male jetzt hier absichtlich noch ein bisschen raus, weil wir mit Schwarz nachher eh noch überall reingehen. Und das halt so halbwegs so nuckelt. Da noch einen schöneren Übergang kriegen. Das ist natürlich hier. Grenzen wir das einfach mal ab hier. Hier wird wieder hardcore improvisiert, aber das mache ich am liebsten. Das ist der. Vielleicht zieht das jetzt hier auch einfach durch. Come on. Einfach irgendwie. Ja. Malen wir noch aus. Fertig. Ich
bin gerade am Überlegen, ob wir nicht vielleicht mit demselben Braun auch den Hut machen. Dann ist das eigentlich gar keine blöde Idee. Ziehen wir den einfach auch noch mit durch. Wer ist das? Ja, wenn wir dich nicht hätten, Elke, dann hätten wir sicher jemand anderen. Nein, Spaß. So. Ich muss jetzt natürlich mal wieder schauen, wie ich das gemacht habe hier. So, ein bisschen verbinden. Hier fehlen natürlich die Verbindungsstücke. Das machen wir dann einfach selber hier. Hier lauter Farbexperimente und Zeug, ey. Aber irgendwie auch cool. So böse heute. Elke, du musst nur dran denken, was sich liebt, das neckt sich. Und dann ist das wieder völlig relativiert. Sicher guckt jetzt meine Frau zu und dann kriege ich nachher wieder auf die Finger. Sag mal, was machst du da eigentlich, so du? Du Muckesäckle? Hier lade ich teilweise ein bisschen viel auf, aber mein Gott, ist wurscht. So ein bisschen hier und ein bisschen da. Hoch die Hände, Wochenende, morgen geht's ab. Morgen ist endlich Freitag. Da muss ich auch noch ein bisschen was machen und dann, da freue ich mich auch schon mega drauf. Nee, nicht wirklich. Ich weiß, dass man das im Schwabeländle sagt, Muckesäckle, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was es bedeutet. Das heißt, glaube ich, echt cooler Typ oder so. Muckelfug. Hoppala. Ein bisschen rausgemalt. Aber nur ein bisschen. Auf jeden Fall mache ich gleich ein kleines Päuslein, weil der Apfelsaft, der presst gerade ganz schön und der möchte wieder raus. Dann lassen wir ihn doch raus. Sehr gut zu wissen. Okay. Jetzt weiß ich es auch wieder. Das ist aber cool. Ein Muckesäckle. Ach, jetzt macht es auch wieder Sinn. Jetzt habe ich es wieder verstanden. So, da kommen wir der Sache schon mal. Jetzt habt ihr gar nicht gesehen, wie ich da oben rumgemalt habe, Mensch. Sag doch was.
Perfekt. So, ich flitze mal kurz. Und ihr dürft eure eigenen Bilder betrachten. So.
So, ihr Lieben, guck mal, ich sitze hier am Rechner. Was haben wir schon lange nicht mehr gemacht? Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr Community-Bilder angeguckt. Habe ich mir gedacht, warum schauen wir da? Schauen wir doch jetzt gleich mal rein. Die Community-Bilder. Da kann ich hier nämlich noch einen schön trinken. Gehen wir nämlich hier schön auf meinen Rechner drauf. Und dann gucken wir uns doch mal die Sachen an. Habe ich irgendwie Bock drauf. Und dann machen wir das doch mal, würde ich sagen. Und zwar gehen wir da, ich weiß gar nicht, habe ich da einen Chat drin oder alles mögliche? Ja, das hier sein. Perfekt. Habe ich gar nicht den Chat drin, ne? Vielleicht haue ich euch mal noch kurz mit rein. Ich weiß gar nicht, hier stehendes Ding, Chats. Chat, büb. Vielleicht seid ihr jetzt drin, ich weiß es nicht. Ihr seht ja schön hier oben, die Leute, die online sind hier. Richtig fetter Server mittlerweile. Es sind hier schon 65 Leute offline drin mit den 8 dazu. Also da geht schon einiges. Finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, ob der Chat da ist oder nicht. Ihr müsst schreiben, damit ich das sehe. Vielleicht ist das auch. Was habe ich jetzt drin? Chat mit Box. Vielleicht funktioniert das. Ach, weiß ich gar nicht. Guck mal, ist ja wurscht. Schauen uns jetzt mal kurz die Community-Bilder an. Wir machen einfach da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar beim... Ach, da seid ihr. Perfekt. Dann kann ich euch nämlich auch noch lesen. Machen wir das nämlich hier euch ein bisschen größer. Das macht halt auch nicht jeder, oder? Eigentlich könnt ihr da einen Scheiß schreiben. Dann wäre das natürlich auch nicht geil, aber... Ja, wisst ihr, mich juckt das hier gar nicht. Ja, Nordsteinschmiede, jetzt wirst du richtig angezeigt hier. So, wir waren hier beim letzten Mal bei dem Scheißhausdeckel vom Hardy. Ohne das zu schmälern, der hat hier schön gekratzt und gemacht. Hat er eigentlich sehr cool gemacht für sein erstes Ding. Und ich fand den auch super. Was ich ein bisschen schade finde, die Blumen, die waren so ein bisschen, die sehen hier so ein bisschen ohne Volumen aus. Da fehlt einfach noch ein bisschen mehr Dunkles quasi. Und hier hätte man jetzt ganz gut einfach grün nehmen können und in das Rot rein. Dann hätte man hier einfach farbrein bleiben können. Hätte das abdunkeln können oder einfach mit einem transparenten Schwarz. Ist zwar dann nicht ganz so sauber, aber das passt eigentlich. Und hier hätte man das ähnlich machen können. Damit die sehen hier noch so ein bisschen nicht so plastisch aus. Das hätte er noch ein bisschen besser machen können, nur also als kleine konstruktive Kritik am Rande, aber der Rest ist schon wirklich sehr geil. Und dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Bild. Das hat die liebe Elke gemacht. Dann schaut euch das mal an. Einen richtig schönen, sag mal, ist das jetzt gleich so riesig hier? Richtig schönen Skull. Halb Skull. Frau halb Skull. Also richtig kombiniert da ganz schöne Sachen. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Ist auch auf dem weißen Grund hier sehr rein mit Schwarz gearbeitet. Das meine ich, man kann mit Schwarz auch, wenn man damit gut umgehen kann, ein ganzes Bild malen ohne Probleme. Muss halt höllisch aufpassen, aber mir gefällt das wirklich gut. Auch hier schön die Wirbelkörper richtig schön gemacht und die Bandscheiben. Also hier hat man sich schön viel Mühe gegeben und gefällt mir wirklich gut. Vor allem auch, wir können mal ganz nah ranzoomen, wir sind richtig frech. Wir sehen hier wirklich schöne Linien und das sehe ich hier bei dem hier ganz toll, dass hinten raus die Dagger Strokes richtig gut funktionieren und eben keinen so einen fetten Punkt haben. Das ist immer ganz entscheidend und auch ganz wichtig. Und dann, das finde ich eigentlich ganz, ganz sinnig. Und passt eigentlich ganz gut. Das hat sie wirklich schön gemacht. Gefällt mir generell. Elke hat also ganz ihren eigenen Style, auf den ich irgendwie abfahre. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ist aber wirklich auf Synthetik hast du das gemacht. Das ist ja sehr cool. Aber es ist wirklich schön gemacht. Das gefällt mir einfach. Das ist einfach irgendwie rund. Das passt. Du bist ja auch noch wirklich Anfängerin, muss man dazu sagen. Und das ist schon wirklich klasse. Also man muss halt immer ein bisschen gucken. Also du probierst das Ding aus, machst immer dein Ding draußen. Das gefällt mir irgendwie immer so richtig gut. Also der Style gefällt mir richtig gut. Und da finde ich immer richtig klasse. Hier haben wir noch einen Danny. Der hat hier so der steht auf dieses Skull-Tattoo Clownsviber. Das finde ich auch ziemlich cool immer, wie er das macht. Und er hat hier auch das ganze Bild gemacht. Hat das komplett einfach mal rot eingefärbt. Finde ich eigentlich auch mal ganz spannend. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Ein ganzes Bild mal irgendwie noch einzufärben in einem Rotton oder in einem Grün oder so, in einer Candy-Farbe. Ich weiß, dass der Markus Koch das schon mehrfach gemacht hat, glaube ich. Du hast auch mal schön den Rabe eingefärbt. Da kann man auch mal sehen, bei Bildern, die Welt nicht braucht, was passieren kann, wenn das mal nicht so gut hinhaut. Aber er ist wenigstens so
korrekt und zeigt das auch und hat da kein Problem mit, wenn mal was schief geht. Also da waren dann auch, das ist glaube ich irgendwie verlaufen oder so. Das ist völlig in Ordnung. Bei mir passiert auch so viel Scheiß, das ist gar nicht völlig in Ordnung. Schau uns das auch mal ein bisschen größer an. Hier ist natürlich ein bisschen schade, sind die Haare hier. Das wirkt so relativ dick und relativ unschön, würde ich schon fast sagen, weil es ist nicht so sich schön, da hätte man schön mit Decker-Strokes und ein bisschen schön so, wenn es flutscht, ihr wisst, was ich meine, dann so schön hier einfach reinziehen können, damit das wirklich schön sauber wird. Abgesehen davon ist es eigentlich, finde ich, ganz geile Idee und auch ganz geil gemacht. Also auch der Skull, der ist wirklich sehr, sehr gut. Also Skulls kann der Dani einfach. Und der wird da seinen Weg gehen. Der wird auch immer von Bild zu Bild immer besser, was ich sehr cool finde. Und ja, aber die Haare, die hätte ich noch ein bisschen schöner gefunden, wären die noch ein bisschen sinniger gewesen. Warum? Ja, jetzt werdet ihr doppelt angezeigt hier. Dann nehmen wir mal den. Welchen nehme ich denn hier? Den größeren. Ich fummel hier an den Chats rum. Ich bin völlig lost. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Aus Fehlern lernt man mehr wie aus perfekten Bildern. Das stimme ich dir vollkommen zu. Finde ich ganz toll, weil man muss einfach probieren und auch, ich finde das auch wichtig, um auch generell einfach besser zu werden und einfach auch zu gucken, ja, man muss einfach die Sachen machen, glaube ich. Das ist gar nicht verkehrt, um da einfach zu merken, wo was geht und wie nicht. Und das ist immer am besten, wenn man es am eigenen Leib erfährt. Hier das Bild finde ich eigentlich mega stark, weil das hier so dieses, hier so die Haut und dann hier so das Aufgerissene, dann wirklich der Skull dahinter und das ganze Skelett eigentlich, was ich ganz cool finde. Hier schön mit dem Rippenbogen und der Cavicula und der Scapula. Und den Humerus und das finde ich sehr, sehr cool gemacht und die Idee finde ich sehr cool, aber hier hat sie, die liebe Elke, ein bisschen hardcore rumradiert und gekratzt und sich ein bisschen abgefuckt, glaube ich. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Hier so ein bisschen, kann ich verstehen, bei mir ging es bei meinem Ghost Black Set Bild auch nicht besser. Ich weiß gar nicht, ob es an den Airbrush Color for Use lag, weil die so bombig drauf gehangen haben. Ich habe die kaum noch runterbekommen. Da war ich richtig, so, wow, shit, was ist jetzt los, hey? Aber ja, ich finde das trotzdem stark gemacht, absolut. Aber auch, ja, wie gesagt, hier, das mit dem ganzen Kratzen, Radieren, das ist für mich auch absolut neu und ich kann mich dann auch nach wie vor nicht damit wirklich anfreunden, aber ich gucke mir das auch immerhin weiter an. Ja, der Chaos nimmst es im Fieberwahn. Seine Impfung, aber generell sehr schön gemacht eigentlich. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und der Norm hat heute dieses tolle Bild gepostet. Er ist ja auch noch völlig Anfänger und hat ja, glaube ich, die ganzen RCKs gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er hat jetzt langsam angefangen und gesagt, er möchte auch ein paar Illustrationen machen und hat dann auch schon ein paar Übungsbilder gemacht, was ich sehr cool fand. Die sahen auch schon sehr geil aus. Und jetzt hat er sich einfach mal hier reingesetzt und hat ein eigenes Bild gemacht. Das finde ich schon auch mega stark. Also einfach für einen Anfänger, sich da auch wirklich Gedanken zu machen, sich ranzusetzen und was umzusetzen, das finde ich immer mega. Und da habe ich den höchsten Respekt vor. Also vor jedem Anfänger, der auch hier generell die Sachen einfach postet, habe ich mega den Respekt, weil dafür muss man den Mut erstmal aufbringen und auch zu sagen, guck mal hier und dann, klar, dann setzt man sich auch der Kritik der anderen aus und das ist aber auch, finde ich, solange die konstruktiv ist und auch so auf dem Server bleibt, bin ich da voll bei euch. Wenn es böse wird, dann kriegt ihr von mir direkt eins auf die Finger, das kann ich euch gleich sagen. Aber konstruktive Kritik sehe ich immer gerne, aber hier finde ich das einfach stimmig. Der hat einen schönen Hintergrund gemacht, der hat hier schön versucht, dieses Plankton zu machen. Hier schöne Lines überall gezogen und dann kommt erstmal wieder so dieses Handling von der Gun und ich sehe hier wirklich schöne, feine Linien, dass die nicht 100% sitzen und am Anfang auch mal hier ein bisschen dicker werden. Also das ist sowas von scheiße normal, hey. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen und durch Übung wird man besser, aber durch solche Bilder und solche Projekte werdet ihr besser und das finde ich Porno, wenn ihr das macht und wenn ihr das vor allem teilt mit der Community, das finde ich richtig stark und das gefällt mir, also hat er richtig toll gemacht, der Norm, hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient und ja, wirklich stark, wie gesagt, wirklich, wirklich stark und ja,
wenn ihr wollt, dass ich eure Bilder zeige, dann haut die hier rein bei eure Artworks Live. Hier könnt ihr eure Bilder reinposten, dann weiß ich kann die nehmen und auch zeigen und dann habt ihr da kein Problem mit in der Zukunft, wenn ihr auf dem Server hier seid. Und dann kann ich die mal angucken, kann ein bisschen was dazu sagen, kann vielleicht ein konstruktives Feedback geben und ich finde das immer spannend und hier sind ja noch viel, viel mehr drin, aber die haben wir natürlich schon alle angeguckt, aber da sind schon richtig geile Sachen dabei. Also da könnt ihr auch generell mal gerne durchgucken, wenn ihr irgendwie Bock habt auf irgendwie, wenn ihr da irgendwie mal Inspiration braucht oder so, dann guckt euch mal das an. Das sind so viele geile Bilder und die sind alle von der Community, das seid alles ihr. Und da sind durchweg einfach nur geile Sachen drin. Und das finde ich mega, also macht das gerne, wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und genau, mal das dazu. Jetzt schiebe ich mal hier den Chat händisch wieder rüber. Und dann sind wir hier? Nein, wir sind nicht da. Nein, hier sind wir. Die Kamera schön verstellt. Sehr geil. So, dann richte ich das mal wieder alles schnell rum hier. In meinem provisorischen hier. Passt das wieder ganz gut. Aber wie gesagt, ihr macht da wirklich tolle Sachen und ihr werdet immer besser. Das freut mich immer, wenn ich das sehe, wie ihr Step by Step einfach mehr dazulernt und mehr macht und einfach auch mehr Erfahrungen sammelt. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Und das finde ich klasse. So, jetzt muss ich hier mal erstmal ein paar Farben zumachen. Hier sind so viele Farben offen. Nehmen wir einfach jetzt mal das Infinity Black und machen mal die ganzen schwarzen Sachen. Und jodeln das mal noch durch. Jetzt gucke ich mal, wo habe ich denn noch was drin? Hier. Die eine Gun habe ich jetzt natürlich ein bisschen trocken gelassen. Die hier auch. Soll ich mal bitte Wasser reinhauen? Ja, damit ich da morgen nicht putzen muss. Ach, kriegen die ein Isopropanolbad, geht das auch. Ja, ich sehe, jetzt fängt meine Verbindung wieder an rumzuspinnen. Ich hoffe, ich bin überhaupt noch live, ey. Ohne Scheiß. Ich sehe das immer gar nicht, wenn das einfach abbricht oder so. Das wäre ziemlich ungeil, wenn das passieren würde. Perfekt, ihr seid so still, aber es ist ja Donnerstag, ist ja klar. Alles gut, passt. Dann weiß ich Bescheid. Sehr, auch dir noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Ich brush jetzt hier noch ein bisschen rum. Und zwar nehme ich hier schön das Infinity Schwarz und ziehe mal hier den Hut durch. Oh, so viel Fläche hier, leck mich im Arsch. Ziehen wir jetzt hier ein bisschen durch, das geht schnell. Step by Step, saugt hier natürlich voll. Ja, das Datenvolumen. Und will nicht so recht. So, mein Krüglein. Was ist denn mit der Kamera los? Habe ich gar nicht richtig ausgerichtet. Kann sein, hat sich verschoben. So ein bisschen. Aber dafür ist ja hier schwarz nicht so wichtig. Ziehen wir jetzt hier noch so ein bisschen durch.
wie gesagt, ist ja gar nicht schlimm, wenn ihr ins Bett müsst oder morgen zum Arbeiten, dann macht das nur. Ihr könnt euch den Rest ja gerne hier anschauen, dann nach der Session wird das ja direkt als Video freigegeben auf Twitch und dann kann man sich das immer wieder angucken. Ist das ja alles gar kein Thema. Bin ich auch gar kein Böse über oder so, absolut nicht. Hier unter der Woche mal so zu streamen ist dann halt so. Oh, jetzt gebe ich ein bisschen viel Farbe. Apfelsaft. Ja, der Befehl, der ist Bombe. Der hat mir richtig Spaß gemacht, den einzupflegen. Habe ich schon lachen müssen, einfach nur aus Prinzip schon. Tja, Elke, da brauchst du mal ein Update, was dein Internet angeht. Ein richtig geiles Update. Also wenn das morgen klappt mit dem Skull, wenn ich da noch online gehe, um die gewohnte Zeit, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Da kann ich dann nochmal schön den blauen Skull machen, habe ich Bock drauf. Das Ding ist halt, ich würde den heute schon irgendwie gerne fertig bekommen. Aber ich merke schon, ja, fast 21 Uhr, ja, sehr genug Zeit habe ich schon noch. Ja, wenn hier jetzt nicht alles 100% deckt, das ist jetzt Serviervorschlag, ihr könnt das natürlich noch viel schöner ausmalen und machen. Wie gesagt, könnt euch da viel mehr Zeit lassen. Ich ziehe das ein bisschen schnackiger durch hier, damit ich nachher noch ein bisschen rumfummeln kann hier. Ich bin ja gern so ein Fummler. Fummel. Ja, morgen ist Freitag, ja, morgen, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist Freitag. Ich sag's euch. Oh ja, ich hatte jetzt die ganze Woche auch wieder die Kleine daheim und noch den Kleinen, beide wieder mit 40 Fieber. Das ist einfach Bullshit, Alter. Hey, meine Frau hat noch verschrien, so, hey, die sind jetzt schon 3 Wochen im Kindergarten und alles passt und niemand ist krank, voll cool. Ich glaube, am selben Abend hat die 40 Fieber gekriegt. Da habe ich die dann nachts um 11 oder so aus dem Zimmer geholt, in unser Bett rein und hebt die an und die ist einfach glühend heiß, Fieberthermometer rein, 40. Und ich so, oh, das gibt's nicht, Alter. Das ist wirklich Hardcore irgendwie. Aber sag mal, Markus, was arbeitest du eigentlich? Ich habe da heute ja ein Bild gesehen, ich glaube im Off-Topic-Channel. Aber was machst denn du eigentlich? Achso, du bist ja Glaser, bin ich blöd. Das sah so industriell aus alles, das sah irgendwie nicht so glasertechnisch aus. Also bin ich deppert, hey, das weiß ich doch, was du machst. Oh, was ist heute los mit mir? Fällt's mir ein, während ich frage, das ist auch richtig nice. Aber da war das dann deine Firma, oder? Weil, also in der Firma. Oh, da krieg ich jetzt auf die Finger. Krass. Aber ihr macht dann nicht die Scheiben und so, also beziehungsweise die Dinger komplett selber, oder? Also ihr macht eher so, ihr baut es halt ein, oder? Krass. Das kenne ich aber auch nicht. Also ich kenne auch so Glaserfirmen und so.
Aber ich habe noch keine gehabt, wo wirklich alles selber macht. Das ist natürlich schon richtig hardcore eigentlich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber dann ist es auch nicht so klein, sondern echt ein bisschen größer. Krass, das ist wirklich krass. Ich finde sowas irgendwie immer ganz spannend zu sehen eigentlich, wie sowas gemacht wird. Die Klinge, die deute ich jetzt nur so ein bisschen an. Nichts Wildes. Einfach nur so ein bisschen. Krass, Familienbetrieb 6 Mann, das ist aber richtig hart. Das ist natürlich auch geil. Sie haben mal schön die Kniescheibe zersäbeln, hey. Ja, ich habe auch schon so richtige miese Jobs gemacht. Da wird mich dann auch keiner mehr hinkriegen. So hart, also Carbon-Sachen habe ich mal. Ich habe tatsächlich mal so Carbon-Sachen gepresst und gegossen. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Da ging das nicht anders, da bin ich gerade frisch raus. Und dann hat das irgendwie alles nicht so hingehauen. Dann habe ich mir schnell irgendwo einfach beworben und habe irgendwo angefangen. Und das war dann auch richtig räudiges Zeug, also richtig übel. Ganz üble Firma, ganz beschissen bezahlt und alles. Das war richtig. Also da kriegt man, da kommt Freude auf. Markus, ich schwör's dir, ich glaub dir das sofort. In so einem Job, da bist du wahrscheinlich so zersemmelt und zersäbelt. Da bist du einfach, ja, da bist du nachher. Also ich habe es einmal erlebt und das war wirklich, das war richtig übel und auch richtig eklig. Da waren wir auf dem Bau und auf dem Gerüst gestanden und dann hat der Kollege geflext und hat schön rumgeflext und ist dann tatsächlich abgerutscht und hat sich auch in den Oberschenkel geflext. Einmal den Quadrizeps zersägt und ist auch direkt schon nach einem kurzen paar Minuten ohnmächtig geworden. Hat auch übelst geblutet und alles. Das war wirklich ziemlich hart und ziemlich am Limit, das Ganze. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, das war auch richtig übel. Und da habe ich aber danach, auch jetzt noch, wenn ich eine Flex in die Hand nehme, habe ich mega den Respekt und das ist mir hängen geblieben. Das war richtig übel, ey. Zu sehen, wie der sich da das Gefühl, das halbe Bein abgesägt hat oder durchgesägt hat, das war richtig crazy, ey. Und gehe ich auf die Baustelle, ei, ei, ei. Ich hatte einen Arbeitskollege, das muss ich auch mal kurz erzählen, das war auch richtig crazy. Der hat
Der hat mit mir zusammen auf der Baustelle, ich habe so viel Scheiße erlebt, das glaubt ihr mir gar nicht, die Hälfte darf ich gar nicht erzählen. So. Der hat mit mir geschafft auf der Baustelle und dann hat die Firma, eine andere Firma, das ganz normal Gerüstbauer, hat das Ding eingebaut, das Haus, sodass wir da schaffen konnten. Und dann hat der Gerüstbauer das Gerüst so gebaut, dass wenn man auf die oberste Sprosse an dem Dachgiebel rausgegangen ist und die Klappe geöffnet hatte, da lief direkt dieses fette, dicke Stromkabel, was dann von Haus zu Haus ging, mit keine Ahnung wie viel 1000 Watt. Direkt nach der Klappe, wenn man aufmacht, war man direkt so einen halben Meter davon oder weniger davon entfernt. Was ist natürlich passiert? Der Arbeitskollege ist natürlich hochgegangen, hat die Klappe geöffnet, hat seinen Kopf gedreht und hat natürlich dieses Starkstromleitung-Ding direkt an den Hals gekriegt. Ist auch fast hops gegangen. Also das war auch richtig krass. Das ist wie so ein nasser Sack einfach runtergeplumpst. Ey, ich weiß nicht, ich habe das magisch angezogen, solche Geschichten. Und das war auch wieder so ein Ding, wo ich wieder dachte, so, ey, das war ziemlich heftig, ey. Zum Würchen. Auch richtig krass, also so viel Blödsinn erlebt. Aber das ist natürlich schon alles. Das ist ja schon 15, 16, 17 Jahre her. Also ich habe schon so viel Blödsinn mitgemacht, aber das habt ihr sicher auch. Gerade auf dem Bau erlebt man so viel Zeug, das ist einfach nicht mehr normal. Ja, da freut sich die BG. Ja, das war vor allem kritisch, weil, und da kommt nach der Punkt, bei so Stromgeschichten, aber das wissen die meisten ja eh, dass dann, wenn man so Starkstrom oder auch Strom von der Steckdose abkriegt, ist da das Problematik, dass die roten Blutkörperchen zerstört werden durch den Strom. Und die roten Blutkörperchen versorgen auch den Körper mit Sauerstoff. Dann kann es sein, du kriegst einen Stromschlag und dir geht's erst noch gut und nach einer halben Minute fällst du um und hast keinen Sauerstoff mehr. Du bist dann in Lebensnot und das war bei dem ganz kritisch. Also da war Gott sei Dank gleich alles Mögliche da und der junge Dave, der war wieder völlig am Randalieren, weil war ich noch Auszubildender und da erlebst du so einen Scheiß. Und da habe ich mir gedacht, so, jo, okay. Das ist crazy. Aber die scheiß Flex, das ist mir im Kopf geblieben. Benutze ich auch seitdem nicht mehr gerne. Das ist natürlich auch hart. Wenn dir sowas passiert, hey. Ja, es passiert eigentlich so schnell was, dass es eigentlich das abgefahren wird mittlerweile. Ich muss sagen, was ich gerade mache, ist gerade viel Ding schauen. Das habe ich gestern viel gemacht. Noch nach dem Probearbeiten war ich dann daheim. Habe ich mir Lost Vikings reingezogen. Und zwar bin ich da, glaube ich, bei der zweiten Staffel, Ende 2. oder so. Oder Anfang 3. irgendwas. Ich finde es voll geil. Die Serie macht mir richtig viel Spaß. Mit hier Ragnar Lodbrok. Und das finde ich total krass. Diese nordische Mythologie finde ich mega spannend. Zu sehen, wie das da so abging. Ich weiß nicht, ob die sich da wirklich korrekt daran gehalten haben, oder ob das fiktiv ist, oder ob die sich da so an der Mythologie irgendwie dran gehalten haben, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde die Serie sehr, sehr krass. Die gefällt mir richtig. Heißt nur Vikings.
Ja, die finde ich richtig krass. Dann gerade die Szene, wo war ich da die Tage? Ähm, oder so ein Rivalen mit diesem, oh, jetzt komme ich aber auch nicht mehr drauf. Der hat irgendwie diesen, ich glaube, diesen Blutphönix oder sowas an dem gemacht und dem dann den Rücken aufgeschnitten und dann die Rippen vom Rückenmark getrennt und dann die Lunge rausgeholt. Und da stand ich dran und so, alter Fuck, Alter, was geht denn jetzt für eine Scheiße? Voll krass, da war ich richtig so, boah, krasser Shit, Alter, hey. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sowas damals hier Normalität war. Die Leute, dass so drauf sind. Auch Floki finde ich mega cool. Ein ganz abgefahrener Charakter. So ein bisschen crazy, aber ich mag ihn toll. Ja, genau, der Blutadler. Total krass, hey. Ich glaube, ich dürfte nicht geboren, also nicht in der Zeit aufgewachsen sein. Ich glaube auch so der mieseste Fucker. Okay. Aber die Serie finde ich stark. Also die macht mir richtig viel Spaß. Die schaue ich gerade richtig gern. Ich weiß, dass ich nach dem Stream hier, wenn ich dann alles so ein bisschen sauber gemacht habe, mir auch nochmal ein, zwei Folgen geben werde, bevor ich ins Bett gehe. Ich da gestern wieder mittendrin aufgehört habe. Ist halt so, wenn meine Tochter hat natürlich jetzt das Fieber und so. Und die ist dann auch die halbe Nacht gefühlt teilweise wach. Und dann bin ich wieder so wach und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann habe ich mich auch mal hingehockt, habe nochmal eine Folge angeguckt oder so. Ah, die finde ich sehr, sehr stark. Habt ihr die denn schon gesehen? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie es wahrscheinlich ein bisschen mehr rausnehmen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz nice. Klar, habe ich die schon gesehen. Last Kingdom kannst du dir auch mal antun. Gleiches Thema, Last Kingdom. Ich weiß gar nicht, ob ich die sogar schon gesehen habe. Ist die ein bisschen älter oder? Übrigens ist die Serie 24 und Blacklist mega. Die Frauen sind so cool. Jetzt weiß ich nicht mehr, reden wir noch von Vikings? Ich finde da bei Dingens auch die Lakata ganz cool, bei Lost Vikings. Ich finde auch die Dienerin ganz nice. Ich hätte so ein Harem voll Dienerinnen. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Sonst kann ich das nicht mehr bei YouTube hochladen. Ah, scheiße. Ist das geil. Ja, in dem Fall hast du es auch schon gesehen. Ich merke gerade, dass ich keine Farbe mehr drin habe, deswegen ist das so halb transparent die ganze Zeit. Ja, da bin ich, also ich finde es immer, es gibt so viele Serien leider. Man kann gar nicht alles sehen, aber ich wusste schon lange, dass ich habe immer gehört, die sei gut, schau sie dir an. Und ich dachte, ja, okay, gucke ich mir an. Aber ich hatte die Zeit dann einfach nicht. Und es ist aber schön, dass ich dann sowas nachholen kann, weil es dann immer noch recht nice ist. Ich mach das mal ein bisschen zurück hier. Schildmaid. Ja, ich finde das halt mega spannend, so das ganze Thema. Auch wenn es jetzt nicht 100% korrekt ist oder so, aber ich finde das generell ganz spannend gemacht.
Jetzt war hier eigentlich auch alles schwarz, aber jetzt weiß ich nicht mehr genau was. Habe ich so rumgemalt. Meine Frau zum Beispiel schaut gerade die ganze Zeit Suits an. Ich glaube, das schaut sie gerade an. Da komme ich immer wieder abends rein und dann wieder hier die Anwälte und so, aber das ist, glaube ich, auch ganz cool. Also ich gucke es mir dann nebenher so ein bisschen, ich bin nicht komplett drin, aber ich gucke es mir dann trotzdem auch gerne an. Auch ziemlich geil. Es gibt so viele Serien und ich habe schon sicher noch die eine oder andere Perle verpasst, so wie die von Lost Vikings ich fast verpasst hätte. Aber es ist immer schwierig, sich das auch wirklich alles... Ja, wo soll man die Zeit hernehmen? Das ist immer so ein bisschen mein Problem, wo nehme ich mir die Zeit her? Weil ja, immer so das größere Problem. Es gibt so geile Serien. Meine schauen Seattle Firefighters. Wohl wegen den Jungs. Ja, warum denn auch sonst, oder? Wie geil. Das ist auch geil. Finde ich klasse. Ja, ist jetzt hier alles ein bisschen unsauberer geworden. Ich ziehe das wirklich noch. Hat's da lecker Jungs, war? Ja, warum auch nicht, ja. Ich fand's nur geil, wo ich letztens wieder die Vikings angeguckt habe und dann, ich glaube in der Sekunde, wo meine Frau gerade kam, die wieder richtig am Gange waren und sie dann noch mich anguckt so und ich sie angucke, ich so, was soll ich machen, Schatz? Das ist halt so. Also einfach nur geil. Er hätte so lachen müssen. Ja, ich fummel jetzt hier ein bisschen rum. Hier ist ein bisschen unsauber im ganzen Gesicht und so, das weiß ich schon. Aber das ist jetzt erstmal nur so ein bisschen hier, ja, als einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie ihr das ausmalt. Ihr könnt das auch einfach nur schwarz ausmalen. Ihr könnt da mit Farbe rumfuchteln. Ihr könnt da rumprobieren, wie ihr wollt. Baywatch wegen dem Berg. Ah, wie ich als Jugendlicher das gerne angeguckt habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Ach, das waren noch Zeiten, hey. Baywatch. Ah. Da war die Pam noch gut drauf und nicht ganz so. Ich färbe das jetzt ein bisschen rot ein, ist ja eigentlich nicht so der Fall. Ist ja eigentlich das Gesicht fleischfarben, aber drauf geschissen. Baywatch. Das ist Kunst. Ja, nicht das Beste, was ich mache, aber kann man schon lassen, so zum Rumprobieren. Ganz in Ordnung. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gerade momentan ein bisschen mehr Bock, den Skull zu machen. Wenn ich ehrlich bin. Weil ich wollte das hier einfach mal gemacht haben. Ich auch Bock hatte, den Freddy auszuprobieren.
Aber wie gesagt, hier ist mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, was jetzt hier noch schwarz wäre. Eigentlich hätte jetzt schwarz durchziehen müssen überall, dann wird das schon einigermaßen passen, aber so halt jetzt nicht, aber ist mir wurscht, ich zeig's trotzdem. Ja. Ich bin da ja nicht so ein komischer Mensch. Ey, für den Satz. Wie geil. Wie geil. Das finde ich gut, echt, wirklich hier mit dem Hasselhoff. Leute ausgesucht, es ist einfach zu schade, eine Handel in die Hand zu nehmen. Ey, bin ich voll bei dir. Geil. Und was ich geil fand damals, noch diese schöne Brusthaare, wenn man sich hier schön hier alles kräuselt. Das ist ein Muss, das muss einfach sich kräuseln. Das ist richtig fein. Ach, herrlich. Ach, das waren noch Zeiten, doch. Da war ich übrigens viel bei meinem Onkel, weil der war so ein richtiges Unfallkind und war richtig jung. Also der ist jetzt von mir ich glaube, was wird der, bald 40, wenn überhaupt. Mit dem habe ich mal sehr viel Zeit meines Lebens verbracht, weil der hatte noch Premiere und den ganzen Käse. Vor allem hatte er eine PS1. Ich kenne hier, wie heißt der, David Hasselhoff nur noch als mit dem Burger, wo er so richtig einen im Tee hatte und dann seinen Burger frisst. Aber als Kind hast du das geliebt, also du hast es eingesaugt, das war der Shit, und dann die ganzen Weiber dazu, das war natürlich der Porno, hey. Naja. Bam. Hier sind wir. Ich will da ein bisschen mit euch quatschen hier. Das Bild ist jetzt soweit. Ich zeig's dir mal. Das Bild ist jetzt hier soweit. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr dran rumzufummeln. Ihr könnt da jetzt gerne noch mehr machen. Ihr könnt das auch noch schwarz-weiß machen. Ihr könnt hier noch mit weiß rein und so, aber für mich ist das fertig so. Jetzt erstmal. Ihr könnt ja noch viel mehr rumüben und machen. Ich bin da, wie gesagt, mal nur so als Beispiel. Ich habe hier selber jetzt erstmal viel rumprobiert und ja, so semi-geil finde ich das. Aber seht ihr mal, ja, ist halt so, habe ich auch kein Problem mit. Morgen machen wir gerne mal den Skull. Ich habe ein bisschen mehr Bock drauf. Und dann schauen wir uns das einfach an. Aber wie gesagt, ihr könnt da immer, weißt du was, könnt ihr mal üben ohne Ende. Könnt ihr da gerne rummachen, wie ihr Bock habt. Ich gönne mir jetzt noch einen hier. Ich bin heute schon wieder so fertig und durch. Ich habe schon wieder so viel Scheiße gemacht heute. Aber so ist das halt einfach. Ich will mal noch schnell die Fäbchen zumachen, bevor hier wieder irgendein Chaos passiert. Wie das letzte Mal, als mir die ganze Flasche umgefallen ist, mir relativ spät aufgefallen. Dann war halt ein Basic Yellow mal über meinen ganzen Tisch verteilt. Das war natürlich auch geil. Aber so ist das halt manchmal. 21 Uhr, mir kommt es vor wie, keine Ahnung, wie 0 Uhr. Ich bin schon so am Arsch und so müde, ey. Ja, heute war wieder ein stressiger Tag. Jetzt sind wir ein bisschen Real Talk hier mit euch. Also ein bisschen abseits von dem Ganzen. Auch heute war wieder so ein harter Tag irgendwie. Heute war der Todestag von meinem Schwiegervater. Das ist jetzt genau ein Jahr her. Heute waren wir am Grab und alles. Das war schon alles ziemlich aufwühlend und ziemlich krass. Und das war schon heute wieder ein nicht stressiger Tag, aber ein sehr emotionaler Tag. Ich finde das irgendwie geil. Ich dachte mal, die Mützen stehen mir nicht, aber ich finde sie irgendwie ganz geil. Ich trage sie ganz gerne. Oh, ich bin schon mal überlegen, ob ich mir nochmal 2 hole, einfach zum Wechseln. Aber das passt ganz cool, da ist mein Logo drauf. Das freut mich jetzt voll. Finde ich ganz geil, aber der Bart, der wird jetzt langsam. Entweder lasse ich ihn jetzt bald mal schneiden, damit er nicht mehr so krass aussieht. Oder ich mache ihn wieder weg. Also bin ich mal ganz hin und her gerissen. Also sehe ich wieder aus wie 12. Ich kann mit euch auch hier jetzt reden. Ist mir furz. Wenn ich das bei YouTube hochlade, wird das einfach weggeschnitten und fertig. Aber das ist schon geil.
Ja, ich weiß, du hast auch eine Nils, Chaos-Nips. Weil ich finde die auch mega. Ich weiß nicht, ich habe die angezogen und die trage ich ganz oft am Tag. Das ist kein Witz. Vor allem, wenn ich dann morgens kurz mit dem Hund laufen gehe, als allererstes direkt die Mütze auf, wenn man meine verstrubbelten Haare, die in alle Richtungen ragen, nicht sieht. Enrico, mein Ziegenbart bleibt. Ich finde das dann mal, ich habe hier so einen Barbier, der macht das wirklich Porno, dann sieht das nicht mehr so wild aus. Der schnipselt mir das, der macht das schon gerade, der macht auch, hier sind tausende einzelne Haare, die wegstehen, das geht mir voll auf den Senkel. Und der macht das immer richtig, richtig gut, aber ich habe immer keinen Bock, zu dem zu gehen, weil das mir einfach zu viel Aufwand ist. Jetzt bin ich eine faule Sau. Aber was ich sagen muss, was ich euch noch mal zeigen wollte, was ich ganz cool finde, hier, mein Etui, schaut euch das mal an. Hier ist die Gun drauf gemacht und die rubbelt ständig in meiner Hose rum, aber da ist noch nichts abgegangen. Das hebt so bombig, das ist schon sehr, sehr geil. Aber was ist das hier überhaupt? Das ist natürlich mein mega harter Männerkamm. Den habe ich immer dabei, mein Barbierkamm. Oh, mit dem gehe ich hier mal schön durch. Den habe ich schon ewig lang. Warum habe ich den? Das ist eigentlich die viel wichtigere und spannendere Frage. Ich habe natürlich auf Arbeit mal von einem Arbeitskollegen ein Croissant angeboten bekommen. Ich habe gesagt, komm, gib her das Ding, und habe das gefuttert. Und dann ist das mir alles schön in den Bart gerieselt, aber mein Bart noch ungefähr so viel länger. Und dann bin ich, glaube ich, einen halben Tag durch die ganze Firma gelaufen, habe geschafft, habe gemacht, hatte Kundenverkehr und hatte alles voll mit Blätterteig in meinem Bart. Und irgendwann bin ich zum Pissen gegangen, dachte mir, ja, jetzt gucke ich in den Spiegel rein, so, fuck. Und ich so, warum hat mir das keiner gesagt? Schwänze, ey, ohne Witz. Und dann habe ich das nicht so rausgefummelt bekommen, habe ich mir diesen Kamm geholt, da kannst du wenigstens den ganzen Scheiß wieder rausmachen. Ja, zum Flechten. Ja, es ist immer so, er piekst jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Punkt erreicht, der piekst er nicht mehr. Es ist irgendwann der Punkt, wenn er dann wieder hier anfängt zu kitzeln, wenn ich dann schlafe, wenn ich mich so einmurmel in meine Embryostellung, dann wird's kritisch. Dann neige ich gerne dazu, dann irgendwann einfach mal den harten Cut zu machen und von heute auf morgen bin ich hier einfach wieder rasieren. Was natürlich jetzt, wo ich mich die ganze Zeit sonne, dann nachher richtig geil aussieht, weil ich dann einfach käseweiß überall bin. Das ist auch richtig, richtig, richtig cool. Ach ja, mich freut es einfach, dass ihr da seid. Es macht mir Spaß, ein bisschen zu brushen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen hier abzuhängen. Aber ganz nice. Ja, wenigstens mit breiten Zacken, ja. Das sind richtige Männerzacken. Aber den habe ich wirklich gern, aber ich verlege ihn ständig. Meine Frau regt sich so auf. Ich bin original heute zweimal durch die Bude gerannt und so. Wo ist mein Kamm? Wo ist mein Kamm? Und einmal lag er im Auto, ist mir natürlich aus der Hosentasche gerutscht. Das war richtig geil, aber ich finde der Dinger richtig, richtig Porno, also mir gefällt der hier. Der hat irgendwie was. Der ist, geht. Aber ich bin erstaunt, wie gut das hebt hier. Aber ich habe das Ding hier drauf gebrusht. Das da. Die Gun da so ein bisschen. Nicht ultra mega realistisch, aber ich fand es ganz cool. Habe es drauf gemacht und habe dazu, und das habe ich mit den Schminkefarben gemacht. Und da habe ich das Zusatzkonzentrat hier reingehauen für Textilien und Leder und so ein Zeug. Aerotex. Und nachdem ich das gemacht habe ich das Ganze einfach nochmal nur mit dem Base hier, transparent ist das, hier überzogen. Und dann war das so, ist das hier, ihr seht, es ist relativ glänzend, aber es ist wie Klarlack im Endeffekt. Und das schützt das Ding, das rubbelt die ganze Zeit an meiner Hose rum, neben meinem Handy und meinem Oberschenkel. Und das Ding hebt so arschig bombig, das geht nicht weg. Das finde ich voll cool. Vielleicht werde ich in Zukunft noch mehr so Projekte auf Leder oder so machen. Einfach für mich, wenn ich da Bock drauf habe. Jetzt weiß ich, dass das echt mega gut hebt, ey. Also die Schminkefarben habe ich genommen und man nimmt das Aerotex von Schminke und mischt das 1:1. Dann wird die Farbe beständiger und dann, also mischt das in dein Weiß oder dein Schwarz, so wie hier. Dann habe ich die Gun drauf gemalt und dann habe ich aber am Ende nochmal dieses Aerotex einfach über das Ganze drüber gepustet, halt transparent. Und das hebt schon. Ich glaube nicht, dass es dafür gemacht ist. Es gibt eigentlich schon noch so spezielle Lederschutzsachen, aber
Das funktioniert. Und das habe ich jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Wochen. Und das hängt immer in der Hose. Und ich dachte, das ist halt sofort weg. Aber das Ding hebt einfach so wie Arsch auf Eimer. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Die Aquatrops, ja, die habe ich jetzt gesehen beim Basmatius, dass der die schon ein paar Mal getestet hat. Finde ich auch ganz interessant. Ist, glaube ich, auch wieder wasserlöslich. Ja, auf jeden Fall auch mal eine ganz interessante Geschichte. Ich vergesse mal, ich gucke hier auf den Chat, aber ja, die Kamera. Ja, auf jeden Fall ganz nice. Es gibt so viel zu testen, ich will noch so viel machen, noch so viel ausprobieren und ich habe Bock, den Skull weiterzumachen, den werde ich auch noch weitermachen, definitiv, aber was ich auch noch ganz viel Bock habe, ist hier mein Green Goblin. Den habe ich hier schon vorbereitet, schon vorgemalt. Den möchte ich gerne monochrom machen, aber nur mit transparenten Tönen. Da orientiere ich mich ganz gerne beim Markus Koch. Der hat mir das dann eben nochmal auch den Farbkreis, den passenden dazu gegeben, wo ich eben mit so einem Grün-Gelb dann arbeiten kann und dann mit so einem, ich glaube, Violett-Orange oder, ja, was war's, Violett-Orange, keine Ahnung. Halt irgendwie mit dem Komplementärton dann schön arbeiten kann, um das abzudunkeln, und da habe ich voll Bock drauf auf solche Geschichten. Haben die schon ein Review zugemacht? Wusste ich gar nicht. Ich habe die Zeitschrift hier, aber ich habe ehrlich gesagt noch gerade in letzter Zeit nicht wirklich viel reingucken können. Ich bin mal gespannt, wenn die mal meine Sachen veröffentlichen. Wird immer noch ganz witzig. Ich habe einmal noch das High-Bild drin, die hat gesagt, das nehmen die dieses Jahr definitiv. Die wissen nur noch nicht wann, wenn es thematisch passt und wenn es halt irgendwie zur Zeit passt. Das kann halt jederzeit sein, kann auch erst Ende des Jahres kommen. Und der Kratos, den habe ich auch eingereicht. Der könnte auch noch bald kommen, da bin ich eigentlich auch ganz gespannt drauf. Hätte ich auch ganz Bock drauf. Ja, denke ich mir, das ist eine ganz coole Sache mit dem Tattoo. Ha. Ich hänge jetzt hier noch kurz ein bisschen mit euch ab. Okay. Ich fand es auch ganz cool, dass Airbrush Color for You schon wieder so ein Video rauskam mit dem Maskottchen. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig. Die sind da auch gerade ganz gut dabei, Sachen zu machen. Ich muss hier nebenher mal das Pinselchen ein bisschen sauber machen. Ich habe jetzt so keinen Bock, nachher die ganzen Guns zwischen zu reinigen, bevor ich mich nachher in die hinfläze und mir dann solche Sachen reinziehe. Aber mir macht das so viel Spaß. Ich habe so viel Bock drauf. Bin gespannt, wie man jetzt juckt schon langsam. Am Morgen wieder. Ja, wollten die. Und ich gucke jeden Tag, ehrlich gesagt, drauf, weil die gemeint haben, so zwischen, das dürfte ich eigentlich gar nicht offiziell sagen. Ja, kann kommen. Gutes Nächte, Ecke. Habe ich schon mit fluoreszierenden Farben gearbeitet? Habe ich tatsächlich, und zwar beim Kratos und bei der Katze. Die Katze seht ihr hier. Die hier. Und beim Kratos in den Augen habe ich einmal das fluoreszierende Orange genommen für die Augen vom Kratos. Und bei der Katze das fluoreszierende Grün. Und das war ganz cool, aber die Farben sind dick wie ich würde sagen, wie Pisse, aber Pisse ist viel flüssiger. Das Zeug ist so dickflüssig, dass mir das sogar die 04er-Düse vollgestopft hat. Und ich mir gedacht habe, so, what the fuck, Alter, hey. Was geht denn da für eine Scheiße? Ja, dann habe ich es verdünnt mit Wasser, dann hat es nicht mehr gescheit gedeckt. Also Cratex, ich weiß nicht, kommt mit der Farbe. Also viele feiern die voll ab, aber ich haper mit denen mit am meisten. Auch bei dem Review-Bild habe ich mega viel Tip-Dry gehabt und richtig viel Probleme gehabt mit dem Schwarz. Also ich weiß nicht, Createx war bis jetzt bei mir immer so semi-geil. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht mit den richtigen. Ich habe es immer mit Wasser verdünnt. Wahrscheinlich muss man es eher mit dem Reducer verdünnen. Das sagen auch ganz viele. Dann funktioniert es viel besser. Aber das war so ein bisschen, ja, chill. Sich einfach mal ein genehmigen.
Ach, crazy. Ja, also die Farben sind geil. Also wenn die wirklich decken, dann sind die, also das Orange bei dem Kratos sieht geil aus. Also es fällt auch direkt auf, der hängt ja da oben. Spiegelverkehrt alles hier. Da, da hängt er. Da. Man sieht Achso, Markus, sorry, ja, auch gute Nacht noch. Man sieht es bei dem auch sehr, sehr geil, wenn man reinkommt und den Natura sieht, dann leuchten diese Augen durch dieses Fluoreszierende extrem, auch ohne Schwarzlicht schon, und das finde ich schon sehr, sehr geil. Aber ich habe bei solchen Farben immer die Probleme mit der Anwendung. Das habe ich auch extrem bei den Total Covers von Schminke. Ich habe hier Rot, Orange, Gelb und Blau. Und ich benutze das Ding einfach nicht, weil ich die Total Covers nicht weiß, wo ich sie anwenden soll. Die haben extrem Porno-Deckkraft, trocknen aber extrem dann halt hellblau matt auf. Und ich weiß gar nicht, wo ich solche Farben benutzen soll. Ich zeige euch mal kurz eine. Ich finde es immer ganz cool, dass es sowas gibt, aber das haben die mir geschickt zum Ausprobieren. Aber ich weiß halt nicht, wo willst du sowas benutzen? Wo brauche ich das bei dem Bild? Das ist so vor allem dieses Matte irgendwie, das verstehe ich. Damit kann ich halt nicht wirklich viel anfangen. Was mir immer ein bisschen leid tut, aber ja, ist halt ein bisschen, ja, kann ich nichts mit anfangen, wirklich. Ich sehe schon wieder hier meine Kilobytes, die blinken orange-rot. Wahrscheinlich kackt es gleich das Internet bei mir ab. Dann sind wir mal wieder. Haben wir heute alles durch. Minicam hier verkackt. Latenz verkackt. Bild verkackt. Heute läuft's. Aber hey, drauf geschissen. Herrlich. Irgendwie. Ja, mit dem Freddy bin ich nicht wirklich zufrieden, wenn ich mir den angucke. Hier, bababam. Ja, er ist jetzt so halb fertig. Wenn wir ehrlich sind, er ist halb fertig. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich werde auch nichts mehr dran machen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, wirkt hier nicht so schön. Jetzt müsste ich mit Schwarz, ich habe hier mit Schwarz rumgearbeitet, müsste auch hier jetzt wirklich nochmal die Trennlinie ziehen, das wirklich nochmal durchziehen und vielleicht sogar noch mit Weiß anfangen, aber das ist mir jetzt einfach zu viel Arbeit und ich möchte keine 2 Videos draus machen. Ich mache das heute einfach so fertig. Ein bisschen wieder gebrushed. Ihr habt gesehen, wie ich vorgehe und so, ein bisschen rumexperimentiere. Und das passt mir erstmal so. Wie gesagt, morgen möchte ich gerne wieder an dem Skull arbeiten. Da habe ich irgendwie viel mehr Bock drauf. Aber ja, das war jetzt so ein Ding. Hat jetzt gepasst, aber ich bin nicht wirklich zufrieden. Herzlich willkommen. Ich will völlig durchdrehen. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal hier abmoderieren. Enrico, wenn ich morgen zu Hause bin, schicke ich dir mal 2 Bilder von Farben, die ich mega finde. Mach das gerne. Kannst du mir gerne schicken. Schaue ich mir gerne an. Warum nicht? Ich habe vorhin, ich quatsch jetzt noch ein bisschen, bevor ich nachher jetzt gleich aufhöre hier. Ich habe heute irgendwie, komme ich gleich dazu, Nils, aber ich habe vorhin noch, irgendwie bin ich auf dem Fahrradergometer wie gefahren, wie so ein Idiot, wie so ein Gestörter. Habe irgendwie 1000 Kalorien verbrannt und bin irgendwie über 50 Kilometer gefahren in irgendwie einer Dreiviertelstunde irgendwie. Da bin ich völlig eskaliert. Und danach bin ich zum Krafttraining gegangen auch noch und habe keine Ahnung, wie viel 1000 Kalorien heute verbrannt. Habe mega wenig gegessen. Fehler Nummer 1, ja. Aber ich merke, dass der Apfelsaft deswegen heute reinzündet, wie verrückt. Morgen gleiche Zeit oder wie? Ja, wenn nichts dazwischen kommt, dann mache ich das. Ich werde das dann nochmal kurz hier im Discord anteasern, vielleicht auch im Instagram und Facebook, wenn ich dann morgen Bescheid weiß. Aber das wird, glaube ich, eher ein bisschen spontan. Eher so dann über die Mittagszeit, wenn ich das dann ungefähr weiß. Da bin ich mir echt noch nicht sicher, was morgen geplant ist und was nicht. Aber das werde ich dann einfach sehen.
Ich habe meine Butze überall, die Helme oben her, Wahnsinn. Mein El Pacino. Und mein ganzes Steroidengezeug da. Geil. Ja, zur Zeit bin ich wieder strange unterwegs, habe jetzt irgendwie wieder 6 Kilo in 2-3 Wochen abgenommen. Ich bin gerade wieder hier voll am Ackern. Ja, so ist das. Ich mache jetzt, glaube ich, mal Schluss. Ich muss jetzt noch die Scheiße putzen und alles aufräumen und hier ein bisschen für Glas Shift sorgen. Ich habe das Koks in der Dose gesehen. Ja, ich habe da hinten so viel Zeug rumliegen, was man hier alles so braucht, um das ein bisschen zu pushen, ja. Gibt's ja alles Mögliche. Guck hier so. Im Hörnchenstuhl. Ist übrigens ein cooler Stuhl. Der gefällt mir. Ach. Aber das Skullbild gefällt mir richtig gut. Und das ist so komplett improvisiert und lost, aber das wird gerade richtig stimmig und das gefällt mir mega gut. Boah, das muss ich euch nochmal kurz zeigen, das ich völlig crazy finde. Nehmen wir jetzt mal den Freddy runter. Ihr wisst ja Bescheid, ihr könnt da ein bisschen experimentieren und machen. Hauen wir das mal hier drauf. Wechseln wir hier zu 3. Sieht man das überhaupt? Ja, das kommt sowieso in den Körper. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ich habe den hier abmaskiert und was ich total crazy finde, man sieht es glaube ich jetzt nicht wirklich, aber nachdem ich das abmaskiert habe, sieht man hier extrem die Bleistiftlinien, die drückt so hart durch. Da war ich richtig crazy. Also wo ich das heute gesehen habe, ich so, hey, hoffentlich macht die Abmaskierfolie mir nicht das ganze Bild kaputt oder zieht das solch. Ihr seht jetzt hier nochmal. Das ist voll krass. Ohne Maskierfolie sieht man gar nichts, aber jetzt mit Maskierfolie sieht man hier diesen Bleistiftstrich und das ganze Bild ist so. Das ist völlig verrückt. Da war ich richtig. Da war ich richtig baff, Alter, wo ich das heute gesehen habe und mir dachte, leck mich am Arsch. Aber ich habe hier voll Bock drauf. Also hier habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf. Und hier vor allem, das ist jetzt alles vorskizziert. Heute hat mir der Enrico mega geholfen. Ich habe hier einen massiven Fehler gemacht mit der Optik. Der hat mir Gott sei Dank noch das drauf hingewiesen. Und das konnte ich noch korrigieren. Wie gesagt, der ganze Schädel ist abmaskiert. Und jetzt kann ich hier schön noch mit dem dunklen Grau und mit dem hellen Grau schön reingehen und noch richtige Tiefeneffekte machen. Und vor allem hier dann so einen orangenen Schein raus aus den Fenstern, aus dem Ding hier, aus dem Geraffel hier und aus der Tür. Und das sieht dann irgendwie schon ganz geil aus, vor allem wenn ich noch die Wirbelsäule hier mitnehme. Das kommt irgendwie cool, Alter. Also der gefällt mir mega. Dann fummel ich jetzt doch. Es ist alles, es ist ultra improvisiert, aber es fügt sich gerade ganz natürlich irgendwie ganz geil zusammen. Und da hätte ich halt morgen Bock mal mit euch an so einem Projekt, nicht nur an so Übungsbildern, die mache ich mir ganz gerne. Ich zeig's euch gerne. Das ist auch ganz cool geworden, sind wir mal ehrlich. Ist doch wirklich, ist doch nicht schlecht hier. Natürlich ein bisschen unsauber da und hier und da, aber ihr könnt ja da völlig durchdrehen oder das machen, wie ihr wollt. Aber das ist so ein Projekt, da bin ich halt mega drin. Und da könnt ihr mir halt mal richtig auf die Finger gucken und da könnt ihr auch mal sehen, auf dem Kanal, da habe ich da jetzt relativ viel, das habe ich ja erst aufgezeichnet, so. Heute Morgen habe ich dann so Bock gehabt, dann habe ich das angefangen. Der Enrico, der hing ja dann hier im Krankenhaus ab, der war dann mit dabei. Und dann haben wir da ein bisschen gequatscht und so. Ich fand das ganz cool. Wie gesagt, hier habe ich echt einen massiven Fehler gemacht, weil die Perspektive von der Krypta ist relativ schräg und ich hatte das hier niedriger als das hier und das stimmt halt nicht. Man sieht es hier am Torbogen, dass hier die Flucht hier reingeht. Aber wie gesagt, das habe ich alles händisch einfach aufgemalt. Das Referenzbild ist nicht mal halb so groß und völlig murks. Und dafür ist das irgendwie schon ganz geil geworden. Und das finde ich richtig geil. Ja, Enrico, ich hoffe auch, dass mit der Maskierfolie alles heil bleibt, weil ich habe ja mit dem mit meinem 3M-Band, da habe ich noch relativ viel von. Ja, richtiges Abmaskiertape von 3M, also richtig gut eigentlich.
habe ich den Shining, die Rahmen immer abgedeckt, weil ich dann immer die Magnete festmachen kann, weil meistens geht das dann kaputt, wenn man hier jetzt ein Magnet drauf haut auf die Farbe, dann ist das nachher beschädigt, das sieht scheiße aus. Und dann habe ich das abmaskiert und beim Abziehen ist mir das ausgerissen aus dem Synthetikpapier hier. Das ist ja Synthetikpapier. Jetzt habe ich echt Schiss gehabt, das hier abzucovern, weil ich weiß, das bleibt auch jetzt länger drauf, bis ich das hier fertig bekomme. Ich kann jetzt nur beten, dass das ja nach ein paar Wochen jetzt hier, keine Ahnung, wie lange ich jetzt an dem Projekt hier sitze, dass wenn ich das abziehe, dass mir das auch nicht so ausreißt und ausfranst. Also das wäre schon mega hart. Ja, vielen Dank. Also ich finde es auch mega geil. Auch die Farben hier sind mega cool. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich hier mit Grau probiert habe, dann natürlich mit Schwarz gearbeitet habe, dann die Blauverschiebung hatte und dann mit Absicht Orange und Blau genommen habe, um das entgegenzuwirken. Aber ich finde es generell sehr, sehr stimmig und mit der Krypta so ein bisschen noch den Hintergrund. Wenn der noch halbwegs stimmig wird, dann wird das, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich geil. Und da habe ich richtig Bock. Also hätte ich Bock, morgen mit euch da ein bisschen weiterzuarbeiten, wenn es die Zeit das zulässt, etc. Aber ich denke, es sollte eigentlich schon passen. Das ist schon eine geile Sache. Also generell, der ganze Skull ist so komplett, wieder die Farbgebung. Ich hätte auch voll Bock drauf, aber schön geil, wenn du mit am Start bist, gerne. Also, wie gesagt, ich schreibe das, ihr kriegt das dann eh noch mit. Aber der ganze Skull, also bis auf die Skull-Form, das habe ich in der letzten Folge, also heute Morgen schon gesagt, der Rest ist komplett von mir. Das ist wirklich hier, das Torbögli hier, das oben ist, das Referenzbild, mehr nicht. Die Treppe, die Tür, das Ganze, die Fenster, den ganzen Scheiß habe ich mir selber rausgedacht. Aber der ganze Rest, also das Ding ist echt mal wieder so komplett frei von mir. Und das ist das, wo ich am geilsten und am liebsten arbeite, weil da kann ich einfach machen, was ich will. Und halte mich da an keinem Referenzbild mehr. Und jetzt habe ich das heute wirklich so vorgelegt und am Morgen habe ich auch nichts mehr. Und dann kann ich das einfach durchziehen, wie ich Bock habe. Und das ist dann schon ziemlich geil. Habe ich auch richtig Bock drauf, also. Das ist das Wort zum Sonntag. Jetzt muss ich aufhören. Ich muss nachher noch aufräumen. Jetzt haben wir schon bald 22 Uhr. Das wird mir sonst zu krass. Und dann hole ich mal das Mäuslein her. Und dann würde ich sagen, wenn alles passt, dann sehen wir uns ja morgen. Hallo Maus, wo bist du dumme Sau? So. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach da weiter. An dem. Ich glaube, da kann ich euch ein bisschen mehr mitgeben. So, heute war das so semi-geil. Dann passt das, glaube ich. Ja, genau, dann bis morgen. Also, reingehauen, viel Spaß und einen guten Schlaf und sonst noch was alles. Und dann bis morgen, wenn alles passt. Reingehauen.